Das ist ja klar, wenn du jetzt dein ganzes Leben lang 14 Stunden am Tag gearbeitet hast oder du warst in Wolfsburg am Band, ja, und hast geackert. Manche Leute traden hervorragend und sprengen dann ihr Konto, weil da oben etwas nicht passt. Da passt nämlich Folgendes nicht. Jetzt drücke ich einen Knopf und verdiene mehr, als ich sonst in einem Monat Ackern gemacht habe. Dann war ja mein bisheriges Leben verschwendet. Und da muss ich aufpassen, dass ich die Menschen da sauber abhole, dass sie das nicht machen, diese Art von Selbstsabotage. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Themen. Manchmal sind es interessante Länder oder meistens, aber auch hin und wieder interessante Projekte, so wie heute. Und wir sind begeistert, heute mal zwei außergewöhnliche Gäste vorstellen zu können bei uns hier im Podcast, Verena und Jay. Und ihr seid ja die, kann man so sagen, korrigiert mich, die kreativen Köpfe hinter dem Projekt oder der Firma Liberty Brothers. Habe ich das richtig gesagt? Ganz genau, Liberty Brothers. Mhm. Und genau, also wir wollen heute mal hören, wie es dazu gekommen ist, wie ihr euch sozusagen über den Weg gelaufen seid und dann dieses spannende Thema, dieses spannende Projekt angegangen seid. Also ihr habt ja gemeinsam das Ziel, Menschen, sagt man immer so, in die finanzielle Freiheit zu begleiten und ihnen zu zeigen, wie sie, wenn wir das jetzt mal so ganz träumerisch sagen, also wie sie ihre Träume verwirklichen, umsetzen können. Egal, für den einen oder anderen bedeutet es ja, betrifft ja, sagen wir zumindest die meisten, auch unsere Zuschauer und Zuhörer, Koffer packen, auswandern, vielleicht in irgendein anderes Land gehen und dann sich dort vielleicht auch ein neues Lebenskonzept, einen neuen Lebensabschnitt anzufangen. Aber man braucht halt immer irgendwie Geld und man will ja mit irgendwas Geld verdienen. Und mitunter bedeutet es ja für viele unserer Mandanten auch, dass sie sich vielleicht vom bisher heißgeliebten Business trennen müssen. Was aufgeben müssen. Also ich sage mal so, wäre jetzt ganz klassisch, wenn eine Maschinenbaufirma hatte. Entschuldige, liebe Zuschauer und Zuhörer, der vielleicht du eine Maschinenbaufirma hast und jetzt hier zuhörst, aber ich meine, wer da eine hatte und dann vielleicht einfach sagt, ich möchte jetzt auswandern, das ist halt mitunter so ein Thema, wo man jahrelang davon träumt, auszuwandern. Das geht einfach nicht, weil man die Maschinenbaufirma nicht mit nach, sag mal, irgendein Land, Costa Rica mitnehmen kann zum Beispiel oder nach Thailand mitnehmen kann. Also man braucht damit unter andere Denkanstöße. Da hoffen wir, dass wir heute im Gespräch mit euch ganz viele Denkanstöße für unsere Zuschauer und Zuhörer bekommen, was man tun kann. Und das war zumindest jetzt mal von meiner Seite eine kleine Einführung und wir machen es immer gerne so, dass unsere Gäste sich selbst, weil man kann das immer selbst am besten, sich den Zuschauern und Zuhörern vorstellen. Also, fangen wir an. Fangen wir an. Ladies Soll ich first. anfangen? Und Ja, genau, lege ich doch gleich los. Also alles, Ladies. was du gesagt hast, kann ich mit Haken machen, unterstreichen. Genau diese Dinge haben wir alle durchgemacht. Also von daher freue ich mich auch wirklich sehr und möchte, bevor ich mich kurz vorstelle, nochmal ein Danke aussprechen, weil Perspektive Ausland begleitet mich seit Jahren. Also von daher dich, lieber Daniel, verfolge ich und darüber bin ich auch auf Sebastian aufmerksam geworden. Und dass wir heute die Möglichkeit haben, weil ich bin vom Zuschauer zum Botschafter und Sebastian, du bist ein wichtiger Wegbegleiter. Und wir haben uns das erste Mal kennengelernt 2021 und ich glaube, man hat jetzt 24, das sind einige Jahre. Das Ganze ist auch ein Prozess und von daher, ja, all das, was du gesagt hast, ich bin so ein echter Case. Gemeinsam mit Jay haben wir uns auf diese Reise begeben und das möchten wir heute auch nutzen, in diesen herausfordernden Zeiten, nämlich Perspektiven zu geben und zu sagen, es lohnt sich, dran zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen und sein Leben in die Hand zu nehmen. Und von daher möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Verena Fayok. Ich bin Unternehmerin, ich bin Autorin, ich bin Auswanderin, ich bin freiheitsliebend und Freunde und Geschäftspartner würden mich beschreiben als Powerfrau und Organisationstalent, die mit viel Mut, Herz und Verstand einfach zielstrebig ihre Träume, Projekte und Vorhaben in die Tat umsetzt. Und mein Motto ist seit vielen Jahren, it's all about people. Von daher neben der finanziellen Freiheit einfach Menschen in die persönliche Freiheit zu begleiten, bin ich seit über 17 Jahren in der Beratung und im People Management tätig und freue mich, dass wir jetzt unter der Flagge der Liberty Brothers quasi starten und das ja auch ein Teil quasi mit euch ist, gerade mit dir Sebastian. Und also habt das Glück,
quasi ein freies und unabhängiges Leben zu führen und bin an einem für mich richtigen Ort im Ausland mit einer erfüllenden Aufgabe und habe ein bereicherndes Umfeld. Aber ich weiß genau, wie sich die Community auch von Perspektive Ausland fühlt, weil ich ein Teil dessen bin. Und das ist auch ein harter, steiniger Weg mit Up and Downs, aber es lohnt sich eben, diese Ziele zu erreichen und dran zu bleiben. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute vielleicht auch da Impulse, Inspiration geben können, da dran zu bleiben. Das kurz zu mir. Ich gebe an dich ab, Jay. Herzlichen Dank, liebe Verena. Begeistert mich, dir zuzuhören. Möchte ich dich am liebsten kennenlernen, da fällt mir ein. Ja, kann man uns ja. Großes Glück für mich. Ja, mein Name ist Jay Meddrow. Ich bin in Deutschland geboren, habe viele formative Jahre meines Lebens in den Vereinigten Staaten verbracht. Das kam dadurch, dass mein Vater bei der amerikanischen Botschaft war, meine Mutter bei der australischen Botschaft. Wir sind zweisprachig zu Hause aufgewachsen. Ursprünglich bin ich eine Kölsche Jung, ganz ursprünglich mal, und bin viel rumgekommen. Ich war aber auch damit beschäftigt, in früherer Kindheit die Lebensziele anderer zu übernehmen. Und das hört sich sehr psychologisch an, ist es übrigens auch, weil das ein sehr wichtiger Punkt ist, weil ich oft Leute höre, auch in meinem ehemaligen Kundenstamm, ich kann nicht gehen, weil. Genau, das sind die Geschichten, die wir uns selber erzählen. Und ich habe viele Jahre damit beschäftigt, mir meine eigenen Geschichten klar zu machen und aufzubröseln, was übrigens alles Teil meines Berufes ist. Und Beruf kommt übrigens von dem hübschen Wort Berufung. So, und so habe ich das große Glück, mehrere Berufungen in meinem Leben gelebt haben zu dürfen. Um etwas im Familiensystem klarzustellen, hatte es mich 8 Jahre zum Militär getragen. Okay? Als junger Mann. Ich bin ein bisschen älter jetzt, fühle mich aber noch sehr jung und körperlich gemessen bin ich wohl 35. Da bin ich sehr stolz drauf durch meinen vielen Sport. Aber das ist leider nur auch eine Geschichte, die ich mir erzähle. In jungen Jahren war es wohl so, dass das Militär für mich ein guter Ort war. Heute, ich bin 51, habe alles verkauft in Deutschland, meine Firma geschlossen, die extrem erfolgreich war. Ich fange also ein neues Leben im Ausland an. Einer der Gründe ist, ich wurde während der Corona-Pandemie gefragt, Jay, du warst doch mit Leib und Seele Soldat damals als junger Mann, wir kennen die Bilder noch, du warst bei den Fallschirmjägern, du warst 6 Jahre als Austauschsoldat in den USA stationiert, du hast nebenberuflich dort stationiert, hast einen Summa Cum Laude Abschluss gemacht an einer der Top-Universitäten, bist dann zurückgekommen, bist dort Investmentbanker geworden. Würdest du jetzt die Uniform nochmal anziehen, weil ja der böse Mann an der Ostflanke uns jetzt angreift? Und als ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, deswegen verstehen Verena und ich uns auch so gut. Und ich bin sehr prinzipiengetrieben und prinzipientreu. Und der höchste Wert, Daniel und Sebastian, den ich lebe, ist Freiheit. Und ich habe mir gesagt, nein, ich würde sie nicht mehr anziehen, weil ich nicht weiß, wofür. Weil die Werte, die ich vertrete und dann den Lebensweg, den ich gegangen bin und die vielen, vielen Jahre im knüppelharten Investmentbanking in der ersten Liga, wo ich gleich zu komme, die haben mich gelehrt, dass wir als junge Männer und vielleicht heutzutage auch Frauen instrumentalisiert werden können für politische Ziele und Aspekte, die, und das ist sehr wichtig vielleicht für den Verlauf unseres Dialoges heute, bei denen es nur um Geld geht. Der Name Liberty Brothers stammt ab von Lehman Brothers. Ich war bei Lehman Brothers und Lehman Brothers, ich war sogar in New York. Lehman Brothers war neben Goldman Sachs vor der Global Financial Crisis das absolute Powerhouse. Es gab also genau 2. Es war eine Duopoly. Es gab nur uns beide. Und wir hatten T-Shirts bei uns auf dem Trading Floor, on our way to 150. Das war unser Aktienpreis. Wir wollten Goldman überholen. Und auch da gibt es, also wir könnten Kamingespräch über Kamingespräch, wie es eigentlich im Hintergrund wirklich abgelaufen ist. Lehman Brothers, weil sie ihr Portemonnaie wegen der Long-Term Capital Management Krise nicht aufgemacht haben und nicht mitgestützt haben, weil die gesagt haben, unser CEO Dick Fuld damals, was habe ich mit dem Hedgefonds zu tun, der sich selber gegen die Wand gefahren hat. Wir retten nicht mit, Bear Stearns übrigens auch. Und das sind genau die 2, die eliminiert wurden. Und eine treibende Kraft dahinter war unter anderem Goldman Sachs. So, worauf will ich hinaus? Lehman Brothers, an Anlehnung daran haben wir Liberty Brothers gegründet, weil wir gerne die Werte, die Lehman Brothers als Kultur so gut gemacht hat, nämlich wenn du dort gearbeitet hast, übrigens bei Goldman auch, Daniel und Sepp, dann bist du einer der Top 3 in der Welt für diese Position oder du bist nicht da. Und ich wiederhole nochmal das Wort, der Welt.
Deswegen auch das wichtig, wenn wir nachher darüber sprechen, was machen wir oder was habe ich die letzten 7 Jahre gemacht, als ich aus dem Investmentbanking raus bin, was bedeutet eigentlich investieren und traden und kann man das erlernen, ist es ein Beruf, ist es nicht alles Glücksspiel. Nein, Ladies and Gentlemen, das ist bei weitem alles aber kein Glücksspiel, das ist ein erlernbarer Beruf mit dem Problem, er ist hochgradig komplex. Und jetzt zurück zu, wie komme ich eigentlich als Soldat zum Investmentbanking? Auch das war eine Lebensaufgabe von jemand anderem. Als ich klein war, hörte ich meinen Vater sagen, ach, ich könnte mich dir aber auch sehr gut an der Wall Street vorstellen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, im Nikolaus im Dezember 2016 meine ersten $50 Millionen als Trader an der Wall Street live zu traden. Mein größter Trade war 1 Milliarde und mein größtes Buch, das größte Risiko, was die Bank mir mal gegeben hat, eine meiner 4 Banken bei 3 Milliarden. Das heißt, wir sprechen hier über Summen, an die ich mich selber erst gewöhnen musste, vor allen Dingen, wenn ich in japanischen Yen getradet habe. Da sind so viele Nullen, da wird dir schwindelig, wenn du das Order-Ticket eingibst. Ich weiß, dass heute Narrative getrieben werden, wo Gelder hinterstehen, der Größenordnung von BlackRock, die so absurd sind für mich. Dafür würde ich nie wieder eine Uniform anziehen, sondern ich bringe Menschen heute bei, wie sie mit Hilfe dieser Narrative, die durchgetrieben werden, weil die Masse der Leute gleichgültig ist. Und diese Gleichgültigkeit erlaubt es diesen elitären Geldströmen, ihre Interessen durchzudrücken, über Narrative, die in den Medien und in der Politik einfach durchgefüttert werden. Und das ist so makaber, wenn du das siehst und weißt, weil ich aus dieser Welt in New York war. Ich war bei Meetings dabei mit Alan Greenspan, der damalige Chef der Zentralbank. It's a dirty, dirty game and it's all about money. Also, money makes the world go round. Es ist nicht der höchste Wert, den ich habe. Es ist für mich Energie und wir können es jederzeit kreieren. Und das hört sich alles sehr einfach an. Dabei darf man nicht vergessen, ein Scharfschütze wirst du auch nicht in 2 Tagen. Und ein erfolgreicher Investor wirst du auch nicht an einem Wochenende. Du musst reifen wie ein guter Wein, aber du brauchst dafür A, einen Winzer, der weiß, wie es geht und es gemacht hat selber, und B, nicht aus einem PDF gelernt hat, und C, du brauchst ein Umfeld von Leuten, mit denen du das zusammen umsetzen kannst, damit du auch ins Tun kommst, damit du vielleicht sogar aus dieser Masse der Gleichgültigen aufwachst und dein Handeln jetzt und hier entscheidest und ins Tun kommst. Weil die Probleme, die danach kommen, dafür sind wir zuständig. Selber ins Tun zu kommen, das ist eigentlich etwas, wofür wir stehen, und wir sind gerne von Herzen authentisch dafür bereit, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihr Leben in ihre eigene Hand nehmen möchten. Das ist eigentlich das, was jetzt in meinem 3. Beruf, der erste war Soldat, der zweite war Investmentbanker und der 3. war, als ich meine eigene Firma J-Metro Forex Trading gegründet hatte, bin ich ohne Werbung organisch gewachsen zu 4,9 Sternen auf Google. Warum nicht 5? Weil die eine schlechte Bewertung gelogen ist. War nie bei uns. Das ist Wahnsinn, was ich auf die Beine gestellt habe. Und das habe ich alles aufgegeben. So ernst nehme ich die Situation in Europa. Und ich möchte gar nicht negativ sprechen. Ich möchte Perspektiven mit Verena und euch aufhalten. Ja? Ich will nur sagen, ich werde von vielen Leuten da drüben als verrückt erklärt, wie man so eine Firma auf 0 runterfahren kann. Sebastian, wir waren in vielen Calls zusammen. Du kennst meine Firma. Ich habe alles beendet. So konsequent bin ich und bin bereit, anderen Leuten mit der Liberty Brothers und Verena zusammen eine andere Zukunft anzubieten, wenn sie willens sind, diesen Weg zu gehen. Und glaub mir, Daniel, der ist nicht leicht. Der ist nicht schnell und einfach. Ja, der ist nicht schnell und einfach. Sebastian, ich will Sebastian jetzt mal schnell was fragen. Sebastian, da waren ja jetzt einiger Stoff drin, bei dem, was Jay jetzt gesagt hat, natürlich Verena auch, was du ja auch letztendlich jeden Tag Mandanten und Kunden predigst, also gerade mal dieses ins Tun kommen, ne? Wobei ich mit diesem Satz immer, mit dieser Formulierung immer noch so ein bisschen mit diesem Neudeutsch so ein Problem habe, ins Tun kommen oder so, aber man sagt es halt heute so, ne? Aber das ist genau so ein Punkt, denke ich auch, wo du ja auch jeden Tag mit Mandanten zu tun hast, ne? Ja, 100%, genau. Und es geht natürlich darum, ins Tun zu kommen, aber es geht natürlich auch darum, das Richtige zu tun, ja. Und es gibt ja heute werden einem ja Lösungen aufgezeigt, Scheinlösungen. Gerade in dem Bereich, in denen die Verena und der Jay tätig sind, gibt es ja viele
Scammer, wie man auf Englisch so schön sagt, Snake Oil Salesman. Da werden solche Get-Rich-Quick-Schemes verkauft. Weiß ich, gerade im Kryptobereich hier zum Kryptomillionär, Bild vom Ferrari oder vom Lamborghini oder sowas auf Instagram. Was ja auch dann gerade viele junge Leute in gewisser Weise verführt, die eigentlich nicht realisieren, dass man natürlich schon erfolgreich sein kann in dem Bereich, aber dass es eben viele Jahre auch Training und Schweiß bedeutet und harte Arbeit und Misserfolge und wie alles eben Zeit zum Reifen braucht, wie der Jay ja gerade eben so schön hier gesagt hat. Und daher denke ich, ist es sehr gut, mit jemandem zu sprechen wie dem Jay, der erstens es selbst gemacht hat so und zweitens, der auch anderen eben zeigen kann, wenn sie denn die Geduld haben und wirklich den Willen haben und auch die Disziplin haben, das lernen wir auch im Militär, Ja, genau. dass man dann eben dranbleiben muss und man kann nicht erwarten, einfach hier nach 3 Monaten, ja, dass man dann hier schon den dicken Wagen fährt oder sowas. Ja, absolut. Ja, das ist ein guter Punkt. Jetzt finanzielle Freiheit, um das Stichwort nochmal aufzugreifen. Kann jeder von euch beiden mal ganz kurz, vielleicht so kurz wie möglich in einem Satz, vielleicht weniger als, sagen wir mal, 10, 12 Worte sagen, was ist finanzielle Freiheit? Was bedeutet das eigentlich? Also, worüber reden wir hier? Wo beginnt das, finanzielle Freiheit? Oder was ist das eigentlich für ein Ziel? Finanzielle Freiheit bedeutet für mich, wenn mein passives Einkommen, zum Beispiel Dividenden, oder die Couponzahlungen auf amerikanische Staatsanleihen, wenn die alle meine Kosten, Lebenshaltungskosten plus das, was ich noch anspare, wenn die mein ganzes Leben bezahlen, dann bin ich finanziell frei. Das ist meine Definition von finanzieller Freiheit. Was ich übrigens bin, Gott sei Dank. Ja. Und auch danke nochmal an dich, Sebastian, für sehr gute Lösungen, die wir gemeinsam absolut stichhaltig konzipiert und umgesetzt haben. Verena. Ja. Klasse. Ja, ich würde den Trichter für mich, es hat ja jeder so seine eigene Einschätzung dazu. Für mich ist das Kostbarste meine Lebenszeit. Finanzielle Freiheit bedeutet auch für mich, wenn ich meine Lebenszeit mit Menschen verbringen kann, die mich fördern und fordern, dass ich eine Aufgabe habe, die mich erfüllt und dass ich an Orten sein kann, die mich inspirieren und die Skills habe, überall auf der Welt aktiv und passiv meine Vermögenswerte zu schützen und zu steigern. Das ist meine Definition von finanzieller Freiheit. Ja. Ich glaube, es ist auch nochmal interessant hier, auch was jetzt Jay und Verena gerade gesagt haben, also so angebliches passives Einkommen ist ja auch so ein Schlagwort, was man heute ja vielfach hört auf YouTube und Social Media, passives Einkommen generieren. Die Tatsache ist ja, dass viele der Einnahmen, die da als passiv vorgestellt werden, überhaupt nicht passiv sind. Ja, also wenn ich erstmal irgendeinen Amazon-Shop aufbauen muss und da irgendwelche Bücher generieren muss, die dann dort verkauft werden können zum Beispiel. Ja gut, dann ist das möglicherweise Einkommen. Aber jeder, der schon mal gemacht hat, weiß, dass es garantiert nicht passiv ist. Ja, nee, sondern sehr viel Zeit braucht. Und deswegen, ich finde die Definition, Jay, von dir sehr interessant, denn tatsächlich sind Zinsen und Dividenden und ähnliche Einkünfte tatsächlich die einzigen passiven Einkünfte streng genommen. Ja. Und ich möchte auch, weil Verenas Mann und mein guter Freund Chris war aus dem Immobiliengeschäft kommend. Ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich habe früher Chris kennt das auch, Verena, dieses Spiel gespielt von Rich Dad, Poor Dad. Ja? Und du lernst da passives Einkommen aufbauen in diesem Spiel. Ja? Und die gehen ganz viel über Wohnungen und Immobilien. Und dann habe ich gelesen, und da sind wir wieder, Daniel und Sepp und Verena, bei ungeprüfte Glaubenssätze. Super wichtiges Thema im Trading und Investieren auch, wenn es nachher darum geht, warum lasse ich meine Gewinner nicht laufen, warum skaliere ich in Verlierer rein und so, ja. Ungeprüfte Glaubenssätze. Ich habe dann gelesen, dass Familiendynastien in der 3. Generation das Vermögen verballern. Die erste baut es auf, die zweite hält es und die dritte verballert das Vermögen. Und um dem vorwegzunehmen sozusagen, gibt es eine Lösung. Man gründet Stiftungen, spätestens die 2. Generation. Tertiäre sind dann die Verballerer-Generation. Und man sichert viel Vermögen in Immobilien. Das ist mein ungeprüfter Glaubenssatz. Ich persönlich habe mehr Geld in Immobilien verbrannt, als ich mich je wieder daran erinnern möchte. Ja, angefangen von Dubai, dann mein Traumhaus in Starnberg. Eine Immobilie ist immobil, es ist eine Fußkette. Willst du ein Land verlassen wie Deutschland? Sebastian, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir darüber gesprochen haben. Ein Horror. Ja. Mein letzter Mieter von meinem Penthouse in Bad Homburg wird jetzt von der Kriminalpolizei gesucht, ja, schuldet mir 3 Monatsmieten. Das ist alles kein passives Einkommen für mich. Ja.
kriege jeden Monat meine Kohle von der amerikanischen Regierung beziehungsweise vom Finanzministerium, US Treasury, latzt mir jeden Monat steuerfrei, keine Quellensteuer drauf, mein passives Einkommen. Ich mag Immobilien gar nicht mehr. Also wenn wir irgendwann mal einen Anti-Immobilien-Podcast machen, dann bitte. Genau, dann nehmen wir meinen Mann mit dazu, weil das haben vor Jahren, also über 10 Jahre erfolgreiche Immobiliengeschäfte und ich als eine der jüngsten Geschäftsführerinnen und Partnerinnen in der Marketingbranche. Also das heißt schon was, wie Jay schon sagt, das alles aufzugeben und da hatte ich Anteile. Also ich war selber meine Aktie und konnte es aktiv steuern, ob meine Gewinne mehr oder weniger werden, aber bereit zu sein, zu sehen, wo ist da die Perspektive. Und mein Mann hat schon 2018 gesagt, das wird schwierig im Immobilienbereich. Und wir haben zum Glück noch an einem High, wie man so schön sagt, verkauft. Aber ihm war schon lange klar, wir müssen uns neu aufstellen. Und so kamen wir letztendlich, und das ist vielleicht eine schöne Brücke auch zu schlagen, so wie es Liberty Brothers entstanden und persönliche Erfahrungen, tatsächlich über meinen Mann, der sich schon immer fürs Investieren interessiert hat, unser Portfolio aufgebaut hat, so, und dann muss man alles platt machen, wenn man geht. Und dann ist die Frage, ja, wie kann ich mir jetzt was Neues aufbauen, weil Immobilien in dem Bereich sind es nicht mehr. Und genau darüber hat er recherchiert und sagt, da muss ich wahrscheinlich in die USA gehen, um mich weiterzubilden, weil ich will einen echten Bankenhändler, ich will jemand, der in der Champions League war, an der Wall Street. Das wird wahrscheinlich nur englischsprachig sein und das wird viel Geld kosten, das zu tun. Und ich weiß noch, wie wir nach seinen Recherchen kamen und sagten, du, ich habe hier mal einen gefunden und mir den auf YouTube angeschaut. Der ist echt authentisch und der hat all das, nach dem ich suche, und der kann sogar Deutsch. Und sage ich, das gibt's doch gar nicht. Also ich war da eher kritisch und habe gesagt, ja, also das muss ich mir erst mal selber anschauen. Und genau so ist es auch entstanden. Und ich glaube eben an das Gesetz der Anziehung, dass alles zum richtigen Zeitpunkt zu dir kommt, wenn du bereit bist, Dinge loszulassen, zu beenden, weil dann können sich auch neue Türen öffnen. Und das ist auch letztendlich, was unser Spruch, unser Slogan der Liberty Brothers ist: Success starts by investing in yourself. Und das haben wir, diesen hohen Anspruch haben wir an uns selbst, aber auch an unsere Kunden, zu sagen, ich bin bereit, an mir zu arbeiten. Ich will Neues lernen. Ich will mich ständig weiterentwickeln. Das sind die Schlüssel letztendlich zu meinem Erfolg, zu Jays Erfolg, zu all unserem Erfolg, sich auch in solchen Zeiten immer wieder anzupassen. Und ja, es ist erlernbar und machbar, aber du musst bereit sein, diese Schritte einfach auch zu gehen. Und so haben wir uns wirklich ja über diesen Weg auch kennengelernt und sind zu absoluten Fans, Botschaftern, Kunden geworden. Und selbst ich, die aus einem ganz anderen Bereich komme, habe gesagt, möchte da eintauchen, möchte das lernen. Und dann mein Mehrwert ist zu sagen, okay, der psychologische Faktor ist im Trading, im Investieren ein sehr wichtiger. Wo kann da meine Schlüsselfunktion sein? Und da haben wir anfangs drüber gesprochen, weil wir Jay unsere Selbstcoaching-Bücher vorgestellt haben, weil es liegt nämlich in den Gewohnheiten und bereit zu sein, jeden Tag diese Schritte zu gehen und nicht mal schnell und einfach und ich belege mal einen Kurs und dann lasse ich mich berieseln und muss aktiv nichts dafür tun. Du musst immer aktiv was tun. Und dann haben wir gesprochen, es gibt in dem Bereich kein Trading-Journal. Lass uns selber eins kreieren. Also von daher, Liberty Brothers ist wirklich was aus uns entstanden ist, als Visionen aus uns als Unternehmer, um zu sagen, wir wollen das, was wir uns geschaffen haben. Und da haben Jay und ich gleiche Kindheitsschicksale und Dinge erlebt, zu sagen, das haben wir alles aus eigener Kraft. Das haben wir uns selber erschaffen und dieses Wissen hätten wir uns, sagen wir mal, zum Start meiner Karriere auch gerne gehabt. Und das ist ein Mehrwert und das ist, was uns auch als sehr werteorientierte Menschen zusammenschweißt und zusammenhält. Das wollen wir einfach weitergeben. Und da liegt der Schlüssel und da ist der Name Liberty Brothers perfekt für Menschen, die einfach selbstbestimmt und in Freiheit ihr Leben aktiv und eigenverantwortlich in die Hand nehmen wollen und eben nicht in dieser Opferrolle verweilen und sagen, nein, das wird schon alles nicht so schlimm, sondern wir haben jetzt die Chance und jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln und sich aufzurüsten im positiven Sinne für die Zukunft. Klasse. Ja, jetzt steigen wir mal ins Thema ein. Also wir wollen ja über Trading sprechen. Trading als Schlüssel aus eurer Sicht jetzt zur finanziellen Freiheit. Da mag jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, weil es gibt ja viele, viele YouTube-Videos über den Zustand des Finanzsystems heute, oder?
Und viele sagen ja, das Finanzsystem ist eigentlich am Erodieren oder wir stehen da vor einer Zeitenwende. Olaf Scholz bringt jetzt komischerweise immer wieder diesen Begriff ins Spiel, gerade diese Woche, fast jeden Tag mehrmals. Oder man spricht vom Reset des Finanzsystems und so weiter und so fort. Ist es dann in der Zeit nicht riskant, so sagen wir mal jetzt, diesen Schritt zu wählen, sagen, ich steige da jetzt ein, ich beginne gerade jetzt? Oder wie siehst du das, Jay? Super Frage, Daniel. Danke dir dafür. Ich wurde zum Beispiel vor Jahren, als Krypto eingeführt wurde, witzigerweise kam das ja direkt hoch, das Paper, als wir Lehman Brothers pleite gegangen lassen worden sind. 2016 hatte ich meine alte Firma gegründet und habe die bis 2023 durchgezogen. 7 Jahre habe ich erwachsenen Menschen, maximal 100 pro Jahr, persönlich investieren, Wirtschaftszyklus, Kreditzyklus, die unterschiedlichen Assetklassen, aber auch aktives Geld verdienen wöchentlich im FX-Markt und dann für die ganz fortgeschrittenen Intraday-Trading beigebracht. 7 Jahre meines Lebens gefühlt, ich glaube, ich habe weniger als 6 Stunden jede Nacht geschlafen. Ich war 7 Tage die Woche für meine Kunden da. Ich habe mich komplett aufgerieben für diese Menschen und habe die höchste Erfolgsquote von jeglichen Ausbildungsunternehmen, die es auf der Welt gibt. Warum wissen wir das so genau? Weil wir ganz eng die Leute geführt haben und weil wir 50% von den ausgebildeten 350 waren aktive Kunden bei uns in der Firma und haben jeden Tag und jede Woche mit uns zusammen getradet und investiert. Und es war ein never-ending learning. Diese Frage nach Krypto wurde mir oft gestellt. Wir haben selber bei JMFX, so hieß die damalige Firma, Krypto Jünger gehabt. Wir haben zwei der führenden Krypto-Experten bei uns als Kunden gehabt. Und ich habe immer und immer wieder zu denen dieselbe Antwort gesagt. Ich habe gesagt, pass auf, Guys, ich finde das super, was ihr mir über Krypto erzählt. Super. Aber euch fehlt die Erfahrung von dem Finanzsystem, welches ich kenne. Die etablierte Macht, M-A-C-H-T, die etablierte Macht. Glaubt ihr wirklich, dass eine Federal Reserve, die die Welt kontrolliert, von einem nicht demokratisch gewählten Gouverneur, im Moment Jay Powell, glaubt ihr tatsächlich, dass Krypto, was absolut sinnvoll ist, weil es nicht zu verwässern ist, also jeder Cäsar im Römischen Reich hat irgendwann Kupfer beigemischt, ja, und hat angefangen, seine Währung, seine Münze, am Ende, wir brauchen ja nur ins alte Rom zu gucken, Untergang des alten Roms, hat übrigens 1000 Jahre gedauert, Untergang von Amerika läuft parallel ab und vielleicht sind Teile deiner Frage, Daniel, darauf abspielend. Natürlich befindet sich dieses System im Untergang, aber Bitcoin kannst du nicht verwässern, ist mathematisch nicht möglich, okay? Ist also schon mal völlig entgegen, was ein Cäsar haben möchte und muss. Du musst deine Währung verwässern können. Das wird mit dem US-Dollar gemacht, seit wir Bretton Woods hatten und der Goldstandard aufgelöst wurde. Und nein, es wird auch kein neuer Goldstandard eingeführt, weil die Systeme, wie sie heute funktionieren, nur so funktionieren, wie sie funktionieren. Und jetzt kommt's. Das Einzige, was vielleicht passieren kann und wird, und das ist mir als Forex-Trader Humpe, ist Central Bank Digital Currency. Das ist übrigens, dann ist Good Night, Baby. Dann ist Game Over, verstehst du? Dann haben sie dich am Entschuldige bitte, dass ich so sage, aber sie haben dich dann. Sie geben dir Geld auf dein Wallet, auf dein Handy, sie nehmen dir Geld. Sie wollen, dass du anlegst, dann geben sie dir Zinsen, dann verursachen sie die Geldmenge steigen. Oder sie wollen, dass du es ausgibst. Dann gehen sie auf Negativzins, dann gibst du es aus. Sie können es aber auch direkt deleten am Ende des Monats. Wenn du dich nicht benimmst auf Social Media und immer schön Olaf Scholz, ich liebe dich drückst, dann wird sofort deine Tollroad teurer. Ist ja alles heute Realität in China. 1:1 nicht von mir erfunden, Realität in China. Warum bin ich auf 3 Kontinenten aufgestellt? Weil ich mich aus Dubai schon wieder dabei bin zu verabschieden, weil das der Vollüberwachungsstaat ist. Okay? Da gibt es keinen, der klaut oder sonst irgendwas, aber nicht, weil die Leute gut sind, die da aus der ganzen Welt leben, sondern weil sie 24 Stunden am Tag überwacht sind. Und alles, da brüsten sie sich jetzt mit Robotern, so Robotern, die am Strand lang fahren, und diese Roboter sollen ja nur kontrollieren, dass du dich da benimmst. Genau, und demnächst misst er dich und sagt, Daniel, du hast deine CO2-Bilanz überschritten. Diese mega globale Lüge, mit der BlackRock
5-mal so viel wie das Annual Global GDP. 5-mal so viel wollen sie mit diesem CO2-Schwachsinn verdienen. Und ich bin natürlich wieder viel zu emotional, vielleicht auch für eure Community. Aber da siehst du, wie mein Herz dafür brennt und wie schlimm das für mich ist, wenn du sehend bist. Ich weiß, welche Macht diese Damen und Herren haben. Und wenn das Digital Currency kommt, also wir haben übrigens in der EU beschlossen, ne? Wissen viele gar nicht, genau wie das Vermögensregister, Daniel. Du hast mir das vor einem Jahr schon reingesungen auf einem YouTube-Beitrag von dir. Jetzt kriege ich gestern die Mail, das kommt alles. All das kommt. Und die Leute, die sagen, ich kann nicht gehen, weil, denen sage ich, wow, in Corona habe ich gelernt, wie das Dritte Reich funktionieren konnte. Und jetzt, wo der Dritte Weltkrieg aufgebaut wird, du brauchst nur die Rheinmetall-Aktie anzuschauen. Die hast du nicht. Wieso bist du nicht Rheinmetall-Long? Die kriegen jeden Tag neue Aufträge. Diese Woche wieder 20 Milliarden die nächsten 15 Jahre. Wenn wir Glück haben, weil wir sind als Investmentbanker darauf getrainiert, nur in Szenarienanalysen zu fahren. Wenn wir Glück haben, dann kommt vielleicht nicht und es ist nur die allergrößte Money-Making-Opportunität ever, um alle wieder aufzurüsten. Das kann sein. The problem is, boys and their toys. Weil es sind ja nicht die Politiker, die ihre Söhne und Töchter da reinschicken, sondern es sind Politiker, die eben eine Herrscherkaste mittlerweile da sind. Ja? Wir haben keine Demokratie. So, also, meine Frage ist, wenn du mich fragst, wenn mich jemand fragt, Jay, soll ich traden lernen? Da sage ich, wieso hast du das noch nicht gelernt? Wieso weißt du nicht, dass an den Börsen 4 Jahreszeiten sind? So wie in der Natur auch. Wieso weißt du nicht, dass wir gerade in einer Jahreszeit sind, wo du all in Aktien bist? Und das schon lange, mein Freund. Warum weißt du das nicht? Ja, ich habe keine Aktien. Warum hast du keine Aktien? Ja, ist riskant. Nein, keine Aktien zu haben, ist riskant. So, wie verdienst du dein Geld? Ich gehe arbeiten. Bei wem? Bei Porsche. Ach so, hast du den Jahresbericht, Quartalsbericht gelesen? Nein. Warum nicht? Lese ich nie. Warum liest du den Quartalsbericht nicht? Das ist dein größtes Asset, ist dein Einkommen von Porsche. Weißt du, dass die voll auf Elektro gesetzt haben? Steht nämlich im Quartalsbericht. Und weißt du, dass die ganz schwer am Rudern gerade sind, weil sie versuchen zu überleben? Porsche versucht gerade zu überleben. Deren Glück kann sein, so wie im Zweiten Weltkrieg, dass sie dann auf Produktion von Panzern umstellen können. Und das meine ich alles todernst. Sebastian lacht. Ich meine das ernst. Ich habe ja in meiner Firma hohe Militärs gehabt, die mir genau das sagen. Jay, wir dürfen nicht darüber sprechen, aber es würde sich für dich lohnen, Longöl zu sein. Sage ich, das weiß ich, mein Freund. Das weiß ich, weil unser Beruf, Verena, ist ein lesender Beruf. Ein lesender Beruf, und wir haben früher immer gesagt, viel Kaffee trinken. Lesen, Kaffee trinken, dabei aufs Meer schauen und nachdenken, mein Freund. Und dieses Nachdenken wurde anscheinend der Masse der Gleichgültigen abtrainiert. Und das ist ja, aber Jay, also wir haben ja, also der Daniel und ich, wir reden ja hin und wieder mal hier über digitale Währung auch und ja, sehen das so ähnlich wie du auf jeden Fall. Aber es scheint jetzt ja tatsächlich irgendwann zu kommen, die digitalen Währungen. Also macht es jetzt dennoch Sinn, Trading jetzt zu lernen, sozusagen so lange, wie es noch geht, oder wie siehst du das? Also schau, das System funktioniert ja weiterhin so über Private-Public Partnerships. Ja? Bill Gates gibt 1 Million für irgendeinen Vogelgrippe-Impfstoff und kriegt vom Staat 100 Millionen dazu und verkaufen tun sie dann 8 Milliarden Impfdosen von irgendeinem erfundenen Impfstoff, der überhaupt keine aerosole Übertragung der Virus hat, ist denen scheißegal. So geht das Business. Das ist das Businessmodell, was ich aus New York kenne. Das Businessmodell heißt Public-Private Partnership. Für alle, die echt mal Bock haben zu recherchieren, guck dir mal an, wie vor keinen 6 Wochen der World Economic Forum sich umstrukturiert hat. Vor keinen 6 Wochen haben die das gemacht. Die sind jetzt was? Ja, genau, Public-Private Partnership. Das heißt, dein Tax Money wird schön dafür genommen, dass du, weißt du, wenn was umsonst ist, bist du das Produkt. Und das haben viele nicht verstanden bei Magnificent Seven. Okay? Du bist das Produkt. Wir hauen Content auf YouTube. Wie blöd sind wir eigentlich? Ich habe so viel Wissen auf YouTube verschenkt. Ich habe Leute, die schickten mir, Gott sei Dank in dem Land, wo ich jetzt bin, gibt es keine Post, die schickten mir Geschenke, weil sie sagen, danke Jay, ich habe so viel Geld an den Börsen verdient. Ich habe mir einfach deinen YouTube-Kanal hoch und runter angehört. Ja? Immer und immer wieder. Das ist ja Wahnsinn, was du... Und das Problem von mir ist, ich kann den Mund nicht aufmachen, wenn ich über mein Business rede, kommt nie Scheiße raus. Nie. Geht nicht. Immer Mehrwert. Ich mache den Mund auf Mehrwert. Lass uns doch sagen, es gibt den elektronischen, den digitalen Yen, den digitalen Euro und den digitalen Dollar.
Natürlich werden wir weiterhin Trade haben, Global Trade, müssen wir haben, weil die Magnificent Seven, auch wenn sie dich alle wie in Matrix irgendwann anschließen oder so, ja, irgendwer muss konsumieren. Wahrscheinlich die hohle, hellbraune Masse in Europa, das ist dann super, hier haben wir Milliarden von Konsumenten. Es geht darum zu konsumieren, nicht selber zu denken und den Leuten vorzuschreiben, wie sie zu wählen haben, was sie zu sagen. Pass auf, irgendwann sagen die, hey, die künstliche Intelligenz weiß was ihr wählen wollt, ihr müsst gar nicht mehr den Stimmzettel abgeben. Künstliche Intelligenz ist auch so ein ganz heißes Eisen. Und mein Punkt ist, gerade jetzt, hast du in Corona, hast du da Geld verdient? Ja oder nein? Ich habe noch nie so viel Geld verdient wie in meinem Leben wie in Corona. Warum? Erstens, wenn du die Stories kennst, das Narrativ, was der Markt sich selber erzählt, kannst du sehr viel Geld verdienen. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Wenn du dann die korrekte Technik weißt, dann weißt du auch, wenn eine Pfizer-Aktie dreht am oberen Rand an ihrem eigenen Ende angekommen ist. Ja, da musst du die Technik für einsetzen. Du musst also das Narrativ, was erzählt der Markt sich, du musst die Jahreszeit kennen und dann brauchst du Finanzhistorie. Das ist mein Job, dir das mitzugeben, Daniel. Und das Interessante ist, während der Corona-Krise kam die amerikanische Zentralbank öffentlich ans Mikro. Hallo? Test, okay. Wir werden retten alles unlimitiert. Okay, mein Pferd, was ich mir kaufe, heißt Unlimited. So wichtig war dieses Wort, Unlimited. Okay, we will buy everything unlimited. Und das war der Startschuss und dafür fehlt dir Wissen, All-in zu gehen. Du darfst nie All-in gehen, das war All-in. Das gab es noch nie. Und die Menschen sind verrückt geworden, auch die Börsianer, die keine Ahnung haben. Ich werde oft gefragt, Jay, woher weißt du das alles? Weil ich sehr viel lese und geisteskrank bin. Ich mache nur das. Und die haben gesagt, das gab es noch nie. Wir sind in einer Art Lockdown global, was es noch nie gab. Die Supply Chains sind gebrochen, die Realwirtschaft ist im Arsch und die Börsen machen All-Time-Highs. Ja, weil die Börsen sind stets in der Zukunft. 6 bis 24 Monate in der Zukunft, das ist abstrakt, ich weiß. Und sie spielen das Szenario täglich, minütlich, sekündlich, was in einer Zukunft, 6 bis 24 Monate in der Zukunft, die höchste mathematische Wahrscheinlichkeit hat, einzutreten. So, jetzt Szenarioanalyse. Der Jay sitzt da, hat riesen Cashflow, hat eine super geile Firma aufgebaut, lebt in seinem Traumhaus in Starnberg, will gar nicht retiren, will den Leuten helfen, hat super Spaß an seinem Leben, geil. Sein Pferd ist da, sein Schießverein, alles perfekt. Und dann fackelt mir die EU ab. Was ich damit meine ist, sie machen es unerträglich für Leistungsträger da zu bleiben. Sie machen es unerträglich. Und dann sage ich, das gibt's ja gar nicht. Dann sehe ich, wie Machenschaften nach ihrer, ich nenne das Pandemie, wie sie jetzt anfangen. Du brauchst ja nur das letzte WEF-Meeting, dir hoch und runter alles anzuhören. Da siehst du ja die Agenda oder liest mal Great Reset. Die ziehen das eisenhart durch. Übrigens, wer auch immer die sind. I don't know, I don't care. Ich weiß nur, wie das Businessmodell funktioniert. Public-Private Partnership. Lies dir das durch. Und wenn du glaubst, der Jay spinnt, ich spinne nicht, mein Freund. I'm a multimillionaire in safety. Aber sie spinnen demnächst auch wieder global. Also, du musst gar nichts, aber wenn du willst, wenn du deine Familie schützen willst, dann lerne doch bitte, was das bedeutet, wenn eine Zentralbank, die Federal Reserve, sagt, wir stützen alles unlimitiert. Dann lerne doch bitte, welche 4 Jahreszeiten gibt es. Dann lerne doch, okay, es kommt wahrscheinlich Krieg. Selbst wenn er nicht kommt, welche Aktien steigen jetzt? Aha. Drohnen. Wer baut die krassesten, abgefucktesten, ätzendsten, KI-gesteuerten Killerdrohnen der Welt? Diese Firmen kaufst du. Wenn du sagst, oh, das kann ich nicht, weil das ist nicht mehr zeitgemäß und ich bin non-binär und hin und her, gut, dann gehst du eben auf deine, alright, die wollen diese grüne Investmentwelle durchziehen. Wer leidet dadurch? Wer wird dadurch einen Vorteil haben? Wenn du dir zum Beispiel anschaust, kaum war dieses Heizungsgesetz in der EU durch, dann, bevor das überhaupt nach Deutschland kam, hat der alte Wissmann doch tatsächlich für 20 Milliarden Euro Cash seine Bude verkauft. Die wollte er nie verkaufen. Nie, never. Nochmal, ich komme aus der Industrie. Ich weiß, wer diese Mittelständler sind. Wir haben Teile von denen refinanziert, auch in Form von Schuldscheinen. Ich komme aus der echten Welt. Und die echte Welt heißt Money. Und nicht, Money, Porsche und bla. Nein, Money. The real big deals. Und das ist absurd, was in der Welt passiert gerade. Absurd. Und wenn du diese Narrative nicht verstehst, dann kannst du an denen auch nicht mitverdienen.
Und jetzt sage ich eine Sache ganz kurz zu den unterschiedlichen Assetklassen. Ich habe ein paar Mal Anleihen genannt, wir haben über Krypto gesprochen. Die Zentralbanken werden sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Ich wiederhole nochmal, Krypto ist absolut sinnvoll und deswegen wird dem nicht erlaubt werden, dass es das legale Zahlungsmittel wird. Ist es übrigens nicht. Okay? Du kannst in den USA nicht mit Krypto bezahlen. Und noch gibt die USA den Ton an. Und ja, wird versucht, der Dollarstatus, dass er seinen Status als Weltreservewährung abgegraben bekommt. Ja, das machen die BRIC-Staaten, das machen sie auch sehr gut. Aber nochmal, das wird Jahre dauern und die Amerikaner werden das nicht ohne Krieg über sich ergehen lassen. Garantiere ich dir. Lege ich mein Vermögen für auf die Herdplatte. Das wird nicht, die werden sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Amerika, ich bin ein halber Amerikaner, ist statistisch das aggressivste Volk der Erde. Es gibt kein Land, was mehr Kriege angefangen hat als Amerika. Also es ist sehr, sehr traurig, die Botschaften, die ich teilweise sage. Ich sage sie aber nur, damit einige aufwachen. Und nochmal, die Liberty Brothers dient dazu, zu helfen. Und wir wollen Bildung weitergeben. Wir wollen dich dabei begleiten. Wir machen das anders als vor 7 Jahren. Bis 2023 habe ich 7 Jahre lang die Leute ausgebildet. Und dann dachte ich, naiv wie ich war, super, jetzt nehmen die das Wissen und verdienen damit Geld. Nein, die Leute müssen an der Hand genommen werden, Sepp und Daniel. Sie müssen an der Hand genommen werden. Diesmal sage ich Folgendes. Pass auf, wir fokussieren uns auf den Währungshandel. Wir nehmen die 8 größten Volkswirtschaften und wir verfolgen nicht 20.000 Aktien. Ich akzeptiere, dass das für euch zu viel ist. Weil ihr habt einen Job, ihr habt eine Familie, ihr müsst donnerstags zum Kegeln, ihr habt 2 kleine Kinder, etc. Ihr müsst Fußball gucken, bla bla bla. Akzeptiere ich alles. Aber ich habe mir auf die Fahne geschrieben, einige von euch da rauszuhelfen. Also, wie machen wir es jetzt? Der Währungsmarkt ist wesentlich planbarer und vorhersehbarer als alle anderen Märkte, die es gibt. Bonds sind hochgradig komplex. Ich bin von Haus aus Bondhändler. Ich liebe das. Allein die Finanzmathematik im Bondmarkt habe ich in Seminaren gesehen, sprengt die Gehirne von Teilnehmern. Okay, da können 1/3 können nicht mal Prozent rechnen und 2/3 können nicht relativ denken. Ich sage also immer wieder dasselbe Beispiel im Seminar. Ich sage, okay, Volkswirtschaft, nochmal, die Märkte handeln die Zukunft. Eine Volkswirtschaft A, Daniel, wird erwartet, dass sie im nächsten Jahr von 1 auf 2% wächst. Und eine Volkswirtschaft B wird erwartet, dass sie im nächsten Jahr von 10 auf 11% wächst. Sagen wir mal Europa 1 auf 2% und USA 10 auf 11%. Und dann ist meine Frage, in welche Richtung geht in dem Jahr der Euro-Dollar? Da gibt es eine ganz einfache Antwort und auch nur eine korrekte, lustigerweise. Und das können Menschen nicht beantworten. Dann sagen die, das Geld geht in den Dollar. Aha, das wäre ja dann Euro-Dollar-Short, richtig? Ja, genau, das Geld geht in den Dollar. Und dann sage ich, das ist interessant, wie kommst du darauf? Und dann ist die Antwort, 11 ist mehr als 2%. Und dann sage ich, das ist absolut. Aber daran sehe ich, dass das Gehirn nicht trainiert ist, relativ zu denken. Das bilde ich dann aus. Also von 1 auf 2% ist 100% Rendite. Von 10 auf 11% ist 10% Rendite. Nochmal, wo geht das Geld hin? Und jetzt kommt das, da war mein Gehirn so. Dann sagen Leute immer noch 11%. Dann sage ich, okay. Und dann sehe ich, was in der Schule verkackt wurde. Das muss ich dann als Erwachsenen gegenüber so gut managen, dass wir alle im Raum auf demselben Level sind, dass wir irgendwann verstehen, ach so, Geld braucht keinen Reisepass. Geld geht dahin, wo bei gleich hoher erwarteter Volatilität die höchste Rendite zu erwirtschaften ist, und zwar die erwartete Rendite, und zwar die Veränderung der Rendite. Also ich gehe natürlich in den Euro und nicht in den Dollar, weil ich hier mein Geld verdoppel in einem Jahr, während ich in den USA nur 10% kriegen würde. Der Währungsmarkt, 8 Währungen, 8 Volkswirtschaften zu verfolgen, und unser Beruf geht nur um 2 Sachen. Das erste ist Wirtschaftswachstum, also erwartetes Wirtschaftswachstum. Und das zweite ist Inflation, erwartete Inflation. Weil die Inflation killt deine Kaufkraft. Ich habe immer früher das beste Beispiel. Durchschnittliches Erbe in Deutschland ist um die 150.000 Euro. Und die Leute haben das in der Niedrigzins- und Nullzinspolitik und Negativzinspolitik der EZB ein Jahr liegen lassen. Und dann habe ich den immer aufgemalt, so, du hast jetzt deine 150.000 Erbe ein Jahr auf dem Girokonto liegen lassen und die Inflation hat deine Kaufkraft zerfressen, du hast keine reale Rendite darauf verdient
Und das sind dann in deinem Fall 15 Microsoft-Aktien, eine Rolex Oyster Perpetual und irgendein anderes Beispiel hatte ich noch. Ja? Und da haben Leute erstmal gelernt, ach so, Inflation ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Inflation frisst meine Kaufkraft. Genau. Und es geht nur um die reale Rendite, die du verdienst. Also der Vorteil ist, du hast 8 Währungen. Und zwar nur die großen. Und jetzt meine Frage. Kann eine Aktie auf 0? Lass mich kurz überlegen. Ja, Lehman Brothers ist auf 0 gegangen. Okay? Meine Aktien hängen im Gästeklo. Da hängen sie auch gut. Sie sind nämlich gar nichts mehr wert. Also, kann eine Währung der großen 8 Volkswirtschaften auf 0? Nein. Wenn eine Währung zu schwach wird, wer kommt dann und stützt diese Währung? Richtig, die Zentralbank. Wenn eine Währung zu stark wird, wer kommt dann und schwächt diese Währung? Richtig, die Zentralbank. Das heißt, der Währungsmarkt ist, wenn du ihn aus dem Weltraum anschauen würdest, eine Sinuskurve. Ja? Er kann nicht unendlich steigen, wie die Nvidia-Aktie, die übrigens wie immer, hätte ich fast gesagt, wie so häufig, wenn eine Aktie splittet, dann steigt sie in den Split und nach dem Split fällt sie. Und das war wieder Bilderbuch. Mein Job geht nur um Wissensasymmetrie. Der mehr weiß, verdient mehr Geld. Und mein Job als Ausbilder ist, dir das relevante Wissen im Pareto-Prinzip 80-20 beizubringen, dass du 20% der Dinge weißt, die dir 80% des Einkommens generieren, und das im Währungsmarkt. Weil der Währungsmarkt, und das beweise ich seit Jahren, es ist ja absurd. Verena, seit ich im Ausland bin, poste ich doch einmal die Woche am Sonntag meinen Marktoutlook. 15 bis 20 Minuten auf YouTube. Ich habe übrigens Kommentarfunktion ausgestellt. Diese ganze Hater-Scheiße mache ich nicht mehr. Ich schenke jede Woche Geld. So, und das ist so cool, weil Leute traden das. Ja, genau. Die sehen ja den Erfolg, du machst es ja davor. Viele gehen ja nur hin und zeigen danach, was sie gemacht haben. Und das mache ich seit Jahren. Genau. Seit 7 Jahren sage ich sonntags, wo wir nächste Woche Geld verdienen. Dann zeichne ich das ein und dann am nächsten Sonntag siehst du das Bild. Und dann siehst du, wie die Kerzen des Charts das gemacht haben, was ich am Sonntag... Deshalb nennen die mich auch Houdini. Und dann sage ich, das ist kein Houdini. Das ist ein Beruf. Und wenn du den so gut kannst wie ich, dann kannst du daraus Geld generieren. Entschuldige, Daniel. Aber das war mir wichtig zu sagen, weil investieren ist langfristig. Das ist sehr einfach. Währungshandel ist wöchentlich. Das ist die Cash-Cow. Das Ziel ist, 1% die Woche zu generieren. Und nein, du brauchst noch nicht mal dein eigenes Geld. Es gibt diese Fremdkapitalfirmen, wo wir dich durchtraden durch die sogenannten Challenges. Dann kriegst du da 100, 150, 500.000, 1 Million. Das entscheidest du. Die verdienen normalerweise ihr Geld, weil die Leute nicht fähig sind, diese Challenges zu bestehen. Ja, es gibt dieses 90-90-90-Prinzip im Trading. Das heißt, der Retail-Trader, der Daniel, der das jetzt lernt, autodidaktisch und geht hin, der wird 90% seines eingezahlten Kapitals in 90 Tagen verloren haben. Und das gilt für 90% aller Konten. Also das ist das, woran die ihr Geld verdienen, diese Fremdkapitalfirmen. Und wenn die dann sehen, ach, da kommt wieder ein Trader von Jay, die schalten seine Orders direkt durch an den Markt. Das tut der Firma gar nicht weh, sondern unsere Trader sind erfolgreich und die werden einfach durchgeschaltet an den Markt. Und dann gibt es dieses Intraday-Trading, was vor allen Dingen die jungen Menschen so gerne machen, was ich für absolut absurd halte, weil das die totale Königsklasse ist. Da musst du in Echtzeit auf 8 bis 10 Bildschirmen alle Märkte im Auge haben. 3, 4 Newswalks habe ich live an, die mir sagen, was auf der Welt gerade passiert, was die Märkte bewegt. Und ich kenne die Intermarket-Korrelation. Ich rechne das im Kopf und dann entscheide ich in Nanosekunden, ob ich den Nasdaq-Future kaufe oder verkaufe. Und das ist so anspruchsvoll, dass ich das tatsächlich für halb kriminell halte, dass auf Instagram Leute behaupten, das sei einfach. Und ich kriege jede Woche Nachrichten auf Instagram von Menschen, die bei anderen Ausbildern waren, die ihr Geld verloren haben, die mich anschreiben, was soll ich jetzt machen und wäre ich zu dir gekommen. Und das Geheule, es ist unglaublich. Das sollte verboten werden. Ja. Wieso darfst du eigentlich Finanz irgendwas ausbilden? Mit welcher Qualifikation machst du das? Doch, Entschuldige da, jetzt bin ich... Muss man über eine Sache sprechen, weil einfach damit unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt ein bisschen, sagen wir mal, die Visionen im Auge behalten von dem, was sie am Ende bekommen können. Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als, ich weiß nicht, hast du mal ein BlackBerry gehabt, Jay, damals? Also ganz viele. Ich habe die übrigens geliebt. Ich fand die besser. Ja, ich auch. So, also besonders die schwarze Kohle, ne, die man sich da gab es so ein Plastikholster an der Seite, oder? Wir haben uns manchmal auf dem Bürogang, haben wir so wie Western Colt ziehen gemacht. 2 Leute stehen sich gegenüber.
dann musstest du ziehen, die Nummer vom anderen wählen und bei wem es zuerst geklingelt hat, der war tot. Ne? So, Oh, das ist großartig. ja, das war, also, aber jetzt mal Scherz beiseite. Manchmal übrigens, wenn man so in großen Companies unterwegs gewesen ist damals, wo alle so ein BlackBerry hatten, fand ich es immer so interessant, wenn dann plötzlich, dachtest du bist irgendwie bei Momo, die Grauen Herren, oder in irgendeinem Android-Fabrik, wenn dann plötzlich alle Mitarbeiter auf dem Gang kurz stehen geblieben sind, weil sie gewartet haben, vibriert mein BlackBerry jetzt einmal, zweimal oder dreimal, ne? Und da wusstest du ja, da konntest du ja einstellen, je nachdem von wem die Nachricht kam, hat er einmal, zweimal oder dreimal vibriert. Und dann wusste auch kein Weitergehen, hat jetzt nur einmal vibriert, so nach dem Motto, weil bei dreimal musstest du sofort die E-Mail lesen. Also, aber jetzt, worauf ich hinaus will, du weißt, der BlackBerry hat ja dann auch ein neues Krankheitsbild, was man in Deutschland also wirklich auch psychologisch dann behandelt hat, nämlich das Phantomvibrieren produziert, dass Leute sich permanent eingebildet haben, dass das Ding oder das Handy in der Hosentasche vibriert hat, aber es hat gar nicht vibriert, oder? Und worauf ich hinaus will jetzt eigentlich, ist dieses ganze Trading, weil manchmal sieht man so Leute, wir hatten auch beim letzten Seminar in London, hatten wir 2 Gäste dabei, die eigentlich irgendwie immer mit ihren Gedanken, weil sie irgendwelche Trades laufen haben, oder? Und dann immer nur warten, vibriert's da, kommt irgendwie eine Nachricht, muss ich irgendwas handeln, wie auch immer. Da habe ich mir gedacht, dieser arme Kerle, er hat mir erzählt, er lebt von seinen Dividenden, er lebt von seinen Trades, er ist finanziell frei, aber irgendwie hat es auf mich gar nicht so einen richtigen freien Eindruck gemacht. Er kam ja eher vor, als würde an der Leine oder an Ketten liegen. Und jetzt, deswegen meine Bitte an dich, jetzt jemand, der jetzt sozusagen mit euch da ins Tun kommt, sozusagen, wird er sich irgendwann künftig behandeln lassen müssen wegen Phantomvibrieren in seiner Hosentasche. Super, dass du das sagst, weil das ein ganz wichtiges... Definitiv nicht, ja. Ich mache Folgendes. Wir haben es ja so ausgestaltet, dass die Leute nach dem Seminar, die meisten gehen raus und sie wissen, okay, der Jay kann das tatsächlich krass. Sie würden gar nicht kommen, wenn sie mich nicht überprüft hätten und die Trades sich angeguckt hätten. Und ne, das ist jede Woche Gewinner, 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 Gewinner. Übrigens, es gibt auch Verlierer. Ne? So, aber overall machen wir halt mindestens 4% im Monat. Und wir haben diesmal gesagt, Verena und ich, wir machen das so, dass ich das vortrade. Du könntest also im Notfall, wenn du jetzt 6 Wochen Urlaub hast oder krankgeschrieben bist oder so, könntest du dieselben Trades einfach in deinen Broker-Account eingeben, dieselben Trades, die ich mache, weil du verstehst, woher sie kommen. Also wir bilden aus, woher die kommen, du hast das Verständnis dafür. Genau, das Verständnis, das Vertrauen auch dafür geschafft. So, wie viel Zeit brauche ich am Tag? Machen wir es mal vielleicht ganz plastisch. Also wenn ich jetzt sozusagen bei dir in die Lehre gegangen bin, wie viel Zeit muss ich pro... Genau, ich möchte nicht die Trades vom Jay nachmachen, weil der könnte ja morgen tot sein. Ich will das Wissen nehmen und es selber anwenden. Dann mache ich jeden Abend Folgendes. Ich lese eine Zusammenfassung vom Markt. Von einem der Analysten lese ich eine Zusammenfassung. Das kostet mich 15 Minuten. Und am Samstag investiere ich 2 bis 3 Stunden in den von mir entwickelten sogenannten FIST-Prozess. FIST steht für fundamentale Analyse, Intermarket-Analyse, Sentiment-Analyse, damit meinen wir die Stimmung am Markt, aber auch die Positionierung von den unterschiedlichen Marktteilnehmern und die korrekte technische Analyse. Das heißt, du wirst in allen 4 Fachbereichen ausgebildet. Eingebettet ist das in die Psychologie, weil wir auch mit Chris und Verena gelernt haben, dass sich Menschen mit ihrem eigenen Erfolg im Weg stehen können. Das ist ja klar, wenn du jetzt dein ganzes Leben lang 14 Stunden am Tag gearbeitet hast oder du warst in Wolfsburg am Band, ja, und hast geackert, und das ist ernst, was ich jetzt sage, Daniel, so wie du mit dem Beispiel mit dem Phantomvibrieren, manche Leute traden hervorragend und sprengen dann ihr Konto, weil da oben etwas nicht passt. Da passt nämlich Folgendes nicht. Jetzt drücke ich einen Knopf und verdiene mehr, als ich sonst in einem Monat Ackern gemacht habe. Dann war ja mein bisheriges Leben verschwendet. Und da muss ich aufpassen, dass ich die Menschen da sauber abhole, dass sie das nicht machen, diese Art von Selbstsabotage. Sondern alles, was du in deinem Leben bisher gemacht hast, hat dich dazu geführt, dass du jetzt in der Lage bist, etwas leichter Geld zu verdienen und das eben auch annehmen kannst. Denn Geld verdienen ist tatsächlich nicht schwer. Oder positiver ausgedrückt, es ist leicht, Geld zu verdienen. Aber es ist nicht leicht für dich, diesen Beruf zu erlernen. Weil interessieren dich
die Non-Farm Payroll-Zahlen, also die Arbeitsmarktdaten, die wir heute Morgen hatten. Mich interessieren die übrigens. Ja? So, das heißt aber nicht, dass ich nicht dieses Interview mache, weil die habe ich nächsten Monat wieder. Hat dieses Interview mich jetzt was Geld gekostet? Ja, sicherlich. Aber ich habe auch gelernt, ich kann jederzeit Geld kreieren. Verstehst du? Das ist ein anderer Mindset. Ich kann, wenn ein Rücksetzer in der Rheinmetall-Aktie ist, diese nachkaufen, weil alles steht dafür, dass die noch höher gehen wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Genaue Zeitangaben. 2 bis 3 Stunden am Samstag, 15 bis 20 Minuten abends. Wenn du gar keine Zeit hast, tradest du das nach, was du von mir siehst. Du kannst es eher traden, weil du meinen Prozess gelernt hast. Und du weißt, wie ich drauf komme. Ja, das ist die schnelle und einfach Variante. Mein Wunsch ist natürlich, dich zu ermächtigen, dass du diese 8 Volkswirtschaften selber verfolgst. Mir macht das sehr viel Spaß. Ich nenne das Puzzeln für Erwachsene. Das ist ein Excel-Sheet, das füllst du aus und unten kommen die Trades raus. Das ist tatsächlich sehr spielerisch, wie ich das aufgebaut habe. Und da danke ich allen ehemaligen Kunden der letzten 7 Jahre, weil ich vor 7 Jahren ausgebildet habe, da war ich so grottenschlecht. Da war ich zwar sehr begeisternd, aber ich habe nur Fachbegriffe benutzt und keiner wusste, wovon ich rede. Und über die 7 Jahre habe ich gelernt, was viele Menschen brauchen. Und ich versuche das abzudecken. Also kann ich nur bestätigen. Genau. Jay kann komplexe Sachverhalte so begeisternd erzählen, was man hier im Interview auch mitmerkt, dass man, auch wenn man davon branchenfremd ist, lernen kann. Also vielleicht da kann ich ja selber als Fall Kunde und Partner sagen, es ist erlernbar, es ist ein Beruf. Und auch für Branchenfremde, wenn man willens ist, diesem Mann zuzuhören. Und deswegen haben wir diese Masterclass, Forex Masterclass, genauso auch konzipiert, dass sie mit einer Vorbereitung schon von zu Hause, um in die Materie einzusteigen, in einem gemeinsamen Offset zu sagen, wo der Jay alle Druck betankt, aber so weit fit macht, dass man dann eben ins Arbeiten kommen kann und sich das entweder an der Hand genommen wird, weil genau das ist der Punkt, um zu sagen, ich möchte mein eigenes Geld oder Fremdgeld hernehmen, je nachdem, was halt die eigenen Ziele sind, und kannst das dann für Woche umsetzen und hast ein Ergebnis. Und den Menschen geht es ja darum, Ergebnisse zu haben, weil du dich auch psychologisch erstmal vertrauen musst und darin reinwachsen musst. Und das bedarf eben einer Zeit, wo wir zusammen mit Jay die Masterclass, Forex Masterclass FIS 2.0 entwickelt haben und ganz klar zu sagen, Fokus auf das Wesentliche, nämlich den Forex-Markt, ja, also auch da für Menschen, die davon noch nie was gehört haben, ja, also den Währungsmarkt zu gehen, weil er einfach der liquideste und ökonomisch fairste Markt ist und dass man auch schon mit kleinem Echtgeld oder mit Fremdgeld quasi auch in kleineren Beträgen das erlernen kann, ja, und von daher ist das ein Ausbildungskonzept. Es ist nicht nur ein Angebot und ein Produkt, sondern was mich daran selber begeistert und am entwickeln, und das ist eine echte Ausbildung von einem echten Profi, aber in einem Zeitrahmen, wo es für Berufstätige zu meistern ist und in einem Zeitrahmen, wo man sagen kann, jetzt die nächsten Wochen bereite ich vor zum Offsite in dieser Masterclass, um dann einsteigen zu können. Und ich glaube, da ist halt in diesem 2.0 der Fall, dass Jay, was er jetzt schon macht, auf seinem YouTube- und Instagram-Kanal, er kündigt das vorher an. Also die Menschen können eigentlich jetzt schon anfangen, sich das reinzuverdienen für die Masterclass. Und es gibt einfach für mich ist Jay gibt's eigentlich gar nicht, weil es gibt ja viele Angebote und auch Jay hat ja viele Kopierer, Ausbilder herangezogen und nicht nur die Menschen selber erfolgreich gemacht, sondern aber wo haben sie es denn gelernt? Es gibt eben keinen in dieser Champions League, der das so beibringen kann, und da kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, weil das eine ist es selber zu können, das andere ist es aber anderen Menschen beizubringen. Und dann noch in der Kombination das Fachliche mit dem Psychologischen, dass wir ein Trading-Journal entwickelt haben, was Tag für Tag an deiner Seite ist, weil wir nicht jeden Tag an deiner Seite sind, aber was unsere Fähigkeit ist, auch aus dem Coaching-Bereich ist, wir können die richtigen Fragen stellen und du musst ehrlich dir Antworten geben und Tag für Tag an dir arbeiten. Dann siehst du, und damit will ich helfen, dir den Prozess einzuhalten, dein Zeitmanagement einzuhalten, dir zu vertrauen und dir die Zeit zu geben, dies zu tun. Und damit hast du Profis an deiner Seite, die dich begleiten. Und dann die Möglichkeit darüber hinaus, wenn die Masterclass quasi vorbei ist, auch weiter am Fist of the Week zu profitieren. Und das ist ein neues Ausbildungskonzept, wo wir ja einfach dankbar sind, dass der Jay
das dieses Wissen weitergibt und wir jetzt euch auch in der Runde vorstellen können. Klasse. Wie viel Monate oder Jahre muss ich denn rechnen? Mal angenommen, ich habe jetzt kein eigenes Vermögen, ich kann mir jetzt gerade hier die Masterclass leisten, vielleicht noch so eine Challenge bei so einem Fremdkapitalgeber. Ich folge jetzt genau deinen Instruktionen, fange sozusagen bei Null an. Was muss ich denn jetzt realistischerweise rechnen, wenn ich also die entsprechende Zeit investiere? Wie viele Monate, wie viele Jahre wird es dauern, bis ich dort, ich sag mal zum Beispiel monatlich regelmäßig 5.000 € verdienen kann? Ja, super, dass du das fragst. Also Mindestanforderung für mich ist 4% im Monat abzuliefern. Du machst ein Fremdgeld-Challenge-Konto über 150.000 $. 4% sind 6.000 $ im Monat. Und wir machen ja die Masterclass und wie Verena eben gerade sagte, Leute traden jetzt schon die Trades nach, weil sie wissen, wie man das eingibt und so, oder sie sind ehemalige Trader von mir. Die verdienen ja jetzt schon Geld. Und das ist, ich bin eine Money-Making Machine. So, und das ist aber nicht ich, sondern es ist mein Prozess. Und der Prozess ist eben, das ist, weißt du, es gab Leute, die haben die Coca-Cola-Formel erfunden. Die haben bestimmt nicht die Ingredients erfunden. Ich habe den FIST-Prozess kreiert für mich, um mein Vermögen zu vermehren, weil alle mir gesagt haben, in der Burnout-Klinik, ey, geh raus aus dem Investmentbanking, das macht dich nicht mehr glücklich. Ne? Jetzt hast du gehört, oh, der war sogar in der Burnout-Klinik. Ja, ich war sogar zweimal mein Freund, ja, weil ich dachte, ich weiß es besser. Nein, da kriegst du halt nochmal einen rein. Ich kann mich richtig gut kaputt arbeiten, bis ich selber gelernt habe für mich, es kann alles auch freier sein und entspannter. Ja? Und jetzt gucke ich jeden Morgen auf den Ocean und die Palmen und reite mein Pferd und bin mit Verena und Chris und wir haben so eine liebevolle, wertvolle Firma kreiert. Du kannst sofort diese Kohle verdienen. Also nochmal, die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass du auf mich triffst, ex-Lehman Brothers, mit den Inhalten, der Position, die ich bekleidet habe, der Erfahrungsschatz, ist mathematisch, geht gegen Null. Limes geht gegen Null. Dann, der so geisteskrank ist und es euch noch beibringt, wie es wirklich funktioniert, also wie die Märkte ablaufen, wer die Player sind, die Player sogar kennt, persönlich kennt, geht nochmal gegen Null. Und ich liebe das und ich bin sehr gläubig. Ich glaube, dass ich hier bin, um genau das zu tun. Und ich konnte ein paar Menschen schon helfen. Und jetzt aus der Freiheit heraus, aus der Sicherheit heraus, wo wir jetzt sind, werde ich weiter versuchen, noch weiteren Menschen zu helfen. Frage an dich, Sepp. Habe ich deine Frage beantwortet? Weil 4% auf 150.000 sind 6.000 $. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen, wenn ich hier deinem Prozess folge und das Trainingsprogramm durchlaufe, dann bin ich relativ schnell bei dort. Also wir hatten einen, ich möchte den jetzt auch grüßen, liebe Grüße an dich, Erhan, einen Arzt mit 2 Kindern und sind mittlerweile auch befreundet und ich war baff. Also der hat nach der Nachbetreuung, wir machen ja hinterher noch eine Nachbetreuung, ja, 4 Wochen lang zusammen, 3 aufgezeichnete Webinare, die sehen natürlich live, wenn du live kommst, selbst super, machst du live mit, ansonsten, wenn du nicht kannst. Wir machen immer wieder diese Prozesse gemeinsam und ich erkläre die Nuancen. Ja, viele haben diese Woche Euro-Dollar Short gespielt, Geld verdient. Ich habe Euro-Dollar Long gespielt, Geld verdient. Warum geht beides? Was sind die Themen? Was ist das Narrativ? Und das ist der Mehrwert. Mit einem Vollprofi jeden Tag im Schützengraben zu sein, ist der Mehrwert, weil ich dir erkläre, hey, die Wahl in Frankreich macht jetzt das und das. Das sind die Märkte, die gerade treiben. Das sind also die Renditeaufschläge von französischen Staatsanleihen, die müssten wir jetzt im Auge haben. Das ist im Moment unser Indikator für den Euro-Long oder Short. Und dann wechselt das, ja. Für den kanadischen Dollar ist nicht immer ein wichtiger Markt der Ölmarkt. Im Moment war er sehr wichtig und die Positionierung. Wir sind seit 2 Wochen long kanadischer Dollar. Und da sagen Leute, woher weißt du das? Woher weißt du das? Ich weiß das, weil der FIST-Prozess mich zwingt, die relevanten Informationen jede Woche abzufragen. So einfach ist das. Ich mache einfach jede Woche dasselbe und dadurch gehen keine Informationen verloren. Und unten kommt dann raus, eines Tages, wie letztes Wochenende, so, jetzt richtig long kanadischer Dollar. Haben wir dann noch gemacht und haben diese Woche Dollar Cut Short direkt Geld verdient. Die letzten 2 Wochen waren wir dienstags schon fertig, Sebastian. Haben wir unser Geld schon verdient. Dienstags schon. So. Und der Witz ist, ich mache gar nichts mit diesen Trades unter der Woche, Daniel. Nichts. Ich stelle die am Samstag ein und dann gucke ich am nächsten Samstag, wie viel Geld habe ich gewonnen oder verloren. Ich habe gar kein psychologisches Problem, weil ich da gar nicht reingucke. Mein Prozess ist so robust, der macht das einfach.
So, jetzt habe ich einfach gesagt und leicht und so. Nichts daran ist einfach und leicht. So. Aber es ist erlernbar. Mit Wille ist es erlernbar. Ja. Und auch mit einem Zeitaufwand und mit einem Budget, wo man sofort einsteigen kann. Und ich glaube, darum geht's ja. Genau, da sprechen wir jetzt nochmal ganz kurz. Also, jetzt die Masterclass. Also, ihr habt jetzt schon, das ist viel ja jetzt schon ein paar Mal Nachbetreuung, Masterclass und so weiter und so fort. Also, wenn jetzt jemand sagt, also das interessiert mich, ich möchte es gerne lernen. So, ist ja die Frage, also ich kann jetzt bei euch die Masterclass auf der Webseite buchen, vermute ich einfach mal. Dann, wie lange dauert es, bis es losgeht? Also geht es dann am selben Tag los? Geht's einmal im Monat los? Also wie startet das? Wie ist dieser Intervall? Wie lange läuft dann erstmal diese Grundausbildung, bevor dann die Nachbetreuung losgeht? Und letzte Frage. Gibt es dann vielleicht auch so eine Community? Also man ist dann, also sieht man die anderen, wenn man in so einer Klasse klingt ja wie so eine Klasse, ne? Also mache ich die alleine oder ist man da in so einem virtuellen Klassenraum? Wie kann man sich das vorstellen, dass man vielleicht auch dann, manchmal entstehen ja da auch Freundschaften oder sowas, vielleicht mit anderen, dass man da in der Community noch irgendwie weitermachen kann. Also einfach, um sich das ein bisschen vorzustellen, was kommt da auf mich zu, wenn ich da das bei euch in Anspruch nehme? Verena, leg los. Dann lege ich los. Also du hast richtig erkannt, du kannst es bei uns auf der Webseite buchen, libertybrothers.com, und dann geht's auch quasi schon los. Also es ist modular aufgebaut mit einem Pre-Video-Kurs, wo du die Grundlagen wirklich des Tradings und des Forex kennenlernst. Also auch schon so konzipiert, dass Einsteiger mitkommen. Warum Forex, Orderarten, Risikomanagement, also wichtige Tools, und eben auch den FIST-Prozess, den Jay entwickelt hat, weil da wollen wir dich ja fit bekommen. Und das machst du quasi im Selbststudium für dich zu Hause. Wir haben eine eigene Lernplattform kreiert, wo das jeder für sich selber machen kann, weil Trading ist auch kein Teamsport, sondern das ist was, wo du für dich selber in die Verantwortung gehst. Mache ich das? Treffe ich jetzt die Entscheidung? Klicke ich oder nicht? Also von daher sind wir auch eher skeptisch in puncto Communities, weil da ist es eher dann wieder auch oftmals in der Opferhaltung, okay, dann hat der andere was angesagt und dann hat es nicht geklappt. Also du bist für dich verantwortlich und auf dieser Lernplattform machst du dich fit und bereiten wir dich vor. Dann gibt's eben schon ein 3-tägiges Offsite, was geplant ist. Da steht schon der Termin von 7. September bis 9. September im Aquadom in Tirol, wo du Jay live und mit Farbe und uns alle kennenlernst, wo dann tief in die Märkte und das FIS-Prozess eingetaucht wird. Ja? Also da bekommst du exklusive Einblicke von Jay für den gesamten Prozess. Und in diesen 3 Tagen, also das werden 3 arbeitsreiche, intensive Tage, wo du alle Sheets, Templates auch mit an die Hand gegeben bekommst und wir dich quasi vorbereiten. Und dann geht das Arbeiten los, schon wirklich mit einem klaren Ergebnis aus diesem FIS-Prozess. Dann gibt's den Postkurs von Jay, wo dann nochmal vertiefendes Wissen ist, fortgeschrittener, wo wir dann auch natürlich nochmal einen Handelsplan entwickeln, Psychologie, Risikomanagement, all diese Themen sind. Und wie Jay schon sagt, 4 Wochen lang, weil das Gehirn muss ja auch, das ist viel Stoff, viel komplex, aber wir versuchen es so konzentriert und fokussiert. Deswegen sind wir da auch in der Summe, weil der Jay ist natürlich ein Füllhorn an Wissen und das kann auch überfordern. Also wir versuchen immer wieder auf die Zielgerade zu gehen, auf das Ergebnis zu kommen aus dem FIS-Prozess, dass du lernst und lernst und lernst Woche für Woche und nach 4 Mal dann auch bereit bist zu sagen, hey, ich kann diesen FIS-Prozess am Wochenende alleine machen, meine Trades, aber ich habe die Sicherheit von einem Profi, der an meiner Seite ist. Und das ist eine Fülle an Dokumentation und Indikatoren und Strategien, was auf der Lernplattform für dich zur Verfügung gestellt wird. Das Trading-Journal gibt es in hochwertiger haptischer Form, was die Besucher der Masterclass, die Kunden auch als erstes exklusiv bekommen. Und Jay hat selber gesagt, und ich meine, der ist einfach, was wir da gemeinsam entwickelt haben, sowas gibt es noch nicht. Also das ist auch nochmal ein weiterer Sprung, wirklich an deiner Psychologie zu arbeiten, dich täglich zu unterstützen, hier besser zu werden. Und ich stehe hier zu 100% zu diesem Produkt, weil wir das selber mitgemacht haben, weil ich auch an meinem Mann genau diese Experimente durchgeführt habe, zu sehen, wie kommen wir hier weiter, weil am Ende ist es nur unser Ziel, Jay will dich profitabel machen. Also wir wollen am Ende, dass du damit Geld verdienst, weil unser Ziel mit der Liberty Brothers ist, einfach, wenn du in dich investierst, dass du dadurch persönliche und finanzielle Freiheit erlangst. Und natürlich alles, muss ja hier auch auf unseren Haftungsausschluss hinweisen, natürlich gilt das alles zu Bildungszwecken und Informationszwecken. Wir sind keine Anlageberater oder Finanzberater, aber wir haben die Education, wir haben die Plattform. Und eben nach diesen 4 Wochen Intensivbetreuung
in diesen 4 Wochen, was Jay schon angesprochen hat, gibt es eben auch eine gemeinsame Fremdgeld-Challenge. Auch für die Menschen, die sagen, ich möchte kein eigenes Geld im ersten Step in die Hand nehmen oder ich habe es auch nicht. Wir wollen Unternehmer und Menschen ansprechen, die bereit sind, an sich zu arbeiten, aber die Möglichkeiten sind einfach da, auch durch solche Fremdgeld-Challenges einfach Geld zu verdienen, und die traden wir durch. Und das Woche für Woche. Und das ist dann der Community-Zugang. Du hast die Möglichkeit, danach wöchentlich wieder Marktupdates, was Jay jetzt gratis quasi zur Verfügung stellt, eben in diesem exklusiven Kreis zu bekommen, ja, und das auch zu einem Vorzugspreis, um einfach auch danach dran zu bleiben, weil dann geht's wie alles im Leben, ist es eine Gewohnheit, ist es Machen, ist es Woche für Woche diese Zeit zu investieren, aber immer einen Profi an seiner Seite zu haben. Also so ist der gesamte Aufbau dieser Masterclass, aber schon wirklich mit einem Ausblick für die Zukunft, wie geht's danach weiter. Und danach können natürlich neben diesem Fist of the Week auch weitere Produkte und Themenfelder entstehen, Gruppencoachings, andere Themen, die eine Relevanz haben. Aber das ist der Startschuss, mit dem wir quasi rausgehen als Liberty Brothers, um möglichst viele erstmal abzuholen und dann auf eine gemeinsame, ich nenne es Flughöhe zu haben, um dann weiter darauf arbeiten zu können. Und das wird alles auf der gemeinsamen Lernplattform stattfinden, in digitaler Videoform und eben mit einem persönlichen Offsite in Tirol im September. Genau, weil die Erfahrung aus der alten Firma war, das war alles ein Riesendurcheinander, weil ich das nicht strukturiert hatte. Das heißt, ich hatte einen Anfänger, der gerade neu ist, mit jemandem, der 5 Jahre dabei ist. Dann habe ich 3 Themenbereiche abgedeckt, also sozusagen makroökonomisch und Investment und dann Trading und dann ein neues Lernthema, und das hat die Menschen total überfordert dann. Das ist das Füllhorn, was Verena sagt. Ja, ich liebe es leider, über meinen Beruf zu quatschen, und ich weiß leider super, super viel darüber, weil ich so viel getradet habe in den unterschiedlichen Banken. Also ich habe nicht nur eine Assetklasse getradet, sondern viele. Und wenn du ein guter Bondhändler bist, dann handelst du Inflation, und ein großer Treiber von Inflation ist der Ölmarkt. Deswegen handelst du auch Öl. Und wenn du sowieso schon bei Inflation bist, dann handelst du auch Gold. Ich bin auch ein guter Goldhändler. Ja, und das ist alles so. Das hat die Menschen überfordert. Und Verena ist eigentlich dafür zuständig, mich effektiv zu machen, dir, Daniel, Sepp, das mitzugeben, dass du jetzt Geld verdienst, damit du entweder dich veränderst oder aber, wenn du dich verändert hast und zum Beispiel an einem anderen Ort bist, wie verdienst du denn jetzt Geld? Mit was? Und das Tolle ist, es gibt viele Orte auf der Welt, wo diese Art von Beruf steuerfrei ist. Völlig legal steuerfrei. Weil es übrigens auch steuerfrei sein müsste, wenn du mal logisch überlegst. Das ist schon versteuertes Geld. Du stellst es dem Kapitalmarkt zur Verfügung, damit der Organismus läuft. Geld ist Blut, ja. Und dann hast du Gewinne, dann nimmt der Staat dir dann was von. Und Verluste kannst du bei Derivaten 10.000 vorschreiben. Gut, das haben sie jetzt wieder abgeschafft. Das ist alles eine Farce. Das darf natürlich gar nicht besteuert werden, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber es ist eine super Einnahmequelle, gerade dieses Währungsmarkthandel. Ich lade Leute dazu ein, die das sehen, aus deiner Community, sagen, ach, Forex, habe ich nur Negatives drüber gehört. Ich schaue dir ins Gesicht jetzt, sage dir mit 30-jähriger Tier 1 Top Investment Banking Erfahrung, es gibt keinen Markt, mit dem ich mit meinem echten Namen, Jay Madro, dahinter stehe, der einfacher und vorhersehbarer ist als der Forex-Markt. Gibt es nicht. Alles andere ist komplexer. Also öffne dich für was Neues, lerne 8 Volkswirtschaften, welche wächst schneller oder langsamer, wer hat mehr ein Inflationsproblem und wer weniger, lerne von mir und nimm das mit und dann drucke Geld, hoffentlich. Ja, das ist mein Ziel. Dafür stehe ich. Dafür treten wir an, Verena und ich. Ja, also das Argument, was du am Anfang gebracht hast, oder in der Mitte war es ungefähr vom Gespräch, hat mich sowieso schon überzeugt, dass du einfach erklärt hast, dass ja die Zentralbanken dahinter stehen, ne? So im Prinzip. Genau. So, das ist eigentlich das Überzeugendste dabei, weil sie sind definitiv mächtiger als natürlich irgendeine Konzernführung, die irgendwas entscheiden kann. Teilweise sieht man ja auch gerade bei Konzernen, dass da kurzfristige Entscheidungen getroffen werden, weil der Manager weiß, ich bin jetzt von mir aus 2, 3, 4 Jahre da am Ruder und ich muss jetzt in 2, 3 Jahren ein Ergebnis liefern, weil dann will ich meine Abfindung oder meine Aktienoptionen dann ins Genau Geld so ist das, und dann soll der nächste Manager das ausbaden, was gemacht hat. Also da gibt es gar keine Frage, dass das natürlich ein interessantes Argument ist. Jetzt trotzdem mal eine Frage: Gibt es denn irgendjemand, der deiner Meinung nach, oder nicht deiner Meinung, deiner Erfahrung nach nicht geeignet ist dafür? Also ich gehe jetzt mal schon davon aus, so wie die Verena hier begeistert ist von dem ganzen Thema, kann man jetzt nicht sagen, es ist nur ein Männerthema.
Definitiv. Ich will mehr Frauen auch in der Masterclass. Das ist ein Aufruf für diese Community. Ganz klar. Kannst du lernen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, das finde ich mal klasse. Also es wäre mal interessant, so bei den Anmeldungen, also wie hoch, also muss jetzt ja nie, wir können es auch rausschneiden, aber wie hoch da der Frauenanteil ist, sozusagen, die sich da registrieren und was lernen wollen? Ganz geringe Frauenquote, was sehr, sehr schade ist, weil Frauen tatsächlich die besseren Risk-Taker sind. Ja, die haben nicht das ist ein Risikomanager, ja? Ja, die haben nicht so ein Ego-Problem, ja. Die können die Stop-Losses besser einhalten, die nehmen das nicht persönlich, weil es gibt etwas, das nennen wir in der Finanzmathematik Varianz. Das heißt, der Prozess, den ich entwickelt habe, hat eine statistische Trefferquote von 87,7% in seiner gesamten Vergangenheit. Das heißt also, fast 9 von 10 meiner Trades sind Gewinner. Ich sollte direkt nur einen Hedgefonds machen, Multimilliardär sein, aber dann helfe ich den Leuten nicht. Ich will dir ja dieses Wissen geben, damit du es für dich und deinen Kindern weitergibst, weitermachst. Dieser eine Verlierer oder diese 1 oder 2 Verlierer, ein Anfänger da, der hat ganz viele Probleme damit, der weiß gar nicht, habe ich jetzt was falsch interpretiert, habe ich was falsch gemacht, habe ich eine Wissenslücke, ja? Nein, du hast alles richtig gemacht, der Markt hat einfach was anderes gemacht. Das nennen wir Varianz. Dann gibt es Leute, die, australische Inflationszahlen kommen höher als erwartet und die shorten den Aussie-Dollar. Shorten heißt, ich spekuliere auf fallende Preise. Nein, gegen zu hohe Inflation wird eine Zentralbank, und so ist der Markt, ja? Der Markt reagiert in Echtzeit, als würde die Zentralbank in Australien jetzt schon den Leitzins erhöhen. Nur weil jetzt die Zahl höher kam als erwartet, schießt der australische Dollar hoch. Wenn du den shortest in so einer Situation, da würde ich sagen, Daniel, wir haben ein Ausbildungsproblem. Hier hast du deine Handlung war nicht korrekt, weil die Logikkette ist, höher als erwartete Inflation, das ist immer das Zauberwort, australischer Dollar Stärke. Ja? Also es gibt diese Logikketten und die versuche ich dir beizubringen. Und diese Logikketten greifen häufig, aber nicht immer. Und Frauen haben einfach bei dieser Varianz, die passiert, viel weniger Ego-Probleme. Die kämpfen nicht mit dem Markt, die diskutieren nicht damit, ja. Die krasten nicht aus oder so. Ja. Genau. Also ich glaube, so das Thema, das an einem Prozess halten und den auch so umzusetzen, weniger Ego-Problem oder Revenge-Trading, jetzt will ich mich gegen den Markt stellen, also dieses Kämpfen und gewinnen wollen. Am Ende geht es darum, seinen Prozess einzuhalten und dann kommt das Geld automatisch. Also auch vielleicht da weniger ergebnisorientiert nur zu sein. Du bekommst ein Ergebnis, ja, aber dann halte ich an deinem Prozess. Und der ist halt von vielen Faktoren abhängig. Und von daher kann ich alle Frauen auch in diesem Bereich nur einladen. Und wir machen das ja sogar als Paar. Und Shay hat uns ja auch beigebracht, es ist halt sehr vielschichtig. Du bist auf der einen Seite ein Analyst, du bist ein Trader, du bist Risikomanager. Also für alle, die auch Freude am Lernen haben oder der Klaviatur anspruchsvolle Dinge zu erlernen, glaube ich einfach in diesem Multitasking-Bereich sind Frauen dafür super konzipiert, aber ist einfach auch von uns und ein gesellschaftliches Problem, ein Erziehungsproblem, dass das Investieren und Traden so eine starke Männerdomäne ist, aber auf der anderen Seite ich auch immer wieder sehe, dass Menschen das ja nicht professionell machen, sondern das ist nenne ich eher als Hobby und Gambeln und damit mehr Geld verlieren und anstatt was sie einnehmen. Also von daher ist es für Menschen, die Verantwortung für ihr Unternehmen nehmen, also die sind ihr Lebensunternehmer und von daher gilt es Männlein wie Weiblein dies zu tun. Und ich wünsche mir auch mit der psychologischen Komponente, dass das ein Aufruf sein kann, gerade auch in eurer Community, zu sagen, Frauen, macht da mit. Aber dieses Trading, ich habe das oft als Persönlichkeitsentwicklung bezeichnet. Es fordert dich, der Markt kann ein teurer Ort sein, um dich selber kennenzulernen, deshalb begleite ich dich dabei. Aber du wirst an deine Grenzen kommen, auch an Glaubenssätzen arbeiten dürfen, ja, und die aufzulösen kann sehr befreiend sein. Ich habe also Trader gehabt, die haben aufgehört, Alkohol zu trinken, weil ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Ich habe Trader gehabt, die haben angefangen, mehr Sport zu machen, weil ich Sport lebe. Es gibt viel Positives, ja. Ich mache nie einen Hehl daraus, dass ich bete, dass ich Christ bin, dass ich an Gott glaube. So, Gott sei Dank habe ich genügend Geld, dass ich das mir erlauben kann, offen zu sagen. Ja? Ich habe keinen Boss, niemand schreibt mir was vor, die Regierung auch nicht mehr. Das ist alles vorbei. Ich bin komplett frei. Liberty Brothers. Und dieses Gefühl, das musste ich auch erst lernen. Wie, ich kann mit meinem dünnen Buggy, darf ich hier einfach parken, kostet kein Geld. Wie, ich kann hier einfach ein Feuerchen machen am Strand, darf ich das und so. Ja? Also ich bin als Deutscher so
versaut worden mit Regeln. Ich darf einfach eine Mango am Pferdestall pflücken und die danach essen. Das ist noch nicht mal Mundraub. Ja? Das kennen die alle. Ich brauche auch keinen Angelschein, um hier angeln zu gehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass viele oder einige diese Chance wahrnehmen, vielleicht über das Geld dann den Mut haben, neue Wege zu gehen, weil das Trading wird dich verändern. Und Trading ist so ausgelutscht, dieses Wort, weil es so versaut ist von 20-jährigen YouTubern, die behaupten, das sei alles schnell und einfach. Nichts ist schnell und einfach. Ich mache das so, dass das sehr einfach aussieht, weil ich das seit 30 Jahren Tag und Nacht mache. Aber mein Wunsch ist, dass ich dir das relevante Wissen weitergebe. Und ich habe das bewiesen, 7 Jahre lang, dass ich das kann. Menschen sind erfolgreich geworden. Die alten Google-Rezessionen zeigen das ja. Ich habe den Leuten gesagt, am Ende der Ausbildung, wenn ihr möchtet, schreibt mir eine Rezession. Dafür gibt es auch nichts. Wenn ihr möchtet, wenn ihr von Herzen das fühlt, ich sage euch ganz ehrlich, mein inneres Kind zeigt das seinen Eltern, weil meine Eltern haben als Investmentbanker nie verstanden, was ich mache. Mein Vater hat immer gesagt, ja, der ist Direktor bei einer Bank. Er hat das nicht verstanden. Wie willst du auch einem Mann sagen, dass ich 3 Milliarden handle? Ja, geht nicht. Habe ich ja selber nicht verstanden. Und als ich dann aber Ausbildungsunternehmen hatte, dann sagen die, der ist wie so ein Lehrer. Dann haben sie das verstanden. Und diese YouTube-Bewertung, das waren für mich sozusagen meine Schulnote. Ja? Weil wir sind alle kleines Kind. Wir wollen alle geliebt werden. Wir wollen alle irgendwie den Erfolg von außen gespiegelt bekommen. Alles, was wir wollen, Verena und ich, ist etwas Sinnvolles weitergeben, was dir helfen kann, den nächsten Schritt zu tun. Und Geld hat noch nie geschadet, schon gar nicht in dieser Welt. Aber du wirst durch diesen Beruf lernen, den Geldströmen global zu folgen, zu verstehen, welches Narrativ gespielt wird. Und das erlaubt dir vielleicht auch Entscheidungen zu treffen. Jetzt bin ich bei Sepp mal, dass du realisierst, okay, ich habe gelernt, was Szenarioanalyse ist. Und das Szenario, dass es keinen Krieg geben wird in Europa, ist nicht mehr 0. Und das Szenario, dass eine digitale Wand hochgezogen wird, dass ich Europa nicht mehr mit meinem Geld verlassen kann, ist auch nicht mehr 0. Ja? Und dann kannst du für dich als Investor deines eigenen Unternehmens, sprich deines Lebens, bessere Entscheidungen treffen für dich und für deine Familie. Ja, darum geht es doch. Es ist alles nur Szenarien. Verena, an dich. Und das ist die Kür der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das, was mich daran so begeistert. Und zu sehen, ich arbeite gerne mit dem Dreiklang, zu sagen, okay, bist du an einem richtigen Ort? Hast du Menschen, die dich inspirieren, und hast du Aufgaben, die dich erfüllen? Und wenn du mit dem, was wir hier schaffen mit der Liberty Brothers, mit dieser Ausbildung, dir das ermöglichen kannst, auf all diese 3 dann einzuzahlen. Und das sind in meinen Beratungen immer die gleichen Fragen. Es sind die Zukunftsängste, die uns zurückhalten. Diese Aber, warum kann ich nicht gehen? Und dann ist es in den ganzen Vermögenswerten, wo ich als Mensch einzahlen kann, ist natürlich der finanzielle Faktor einfach ein sehr hoher und wesentlicher. Und wenn man damit beitragen kann, um an dieser finanziellen Freiheit zu haben, dann ist es für mich einfach, wie gesagt, diese Kür der Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich nochmal ganz neu kennenlernt. Und wir wollen Menschen fördern und fordern. Und dafür sind wir hier angetreten. Und ich würde mich freuen, dass Menschen das als Chance nutzen und auch aus diese Perspektive sehen, weil es gibt immer wieder einen Weg, aber man muss bereit sein, dies zu gehen. Das war doch schon fast ein tolles Schlusswort, Verena, oder? Also ich fand das schön, was du gerade erklärt hast mit dem Ort, den Menschen und den Aufgaben, weil ich sage mal, beim Ort können wir ja helfen, bei der bei den richtigen Aufgaben, mit denen da könnt ihr jetzt helfen eigentlich, ne? Weil die richtigen Menschen, da muss jeder selber ran an das Thema, ne? Aber Ort und Ort, Aufgabe, Umfeld, das sind diese 3 Schlüsselworte. Also wir lassen auch gerne eurer Community neben den Link zur Website, haben wir auch Artikel geschrieben über Vermögenswerte, dass wir uns auch mal Gedanken machen, neben den materiellen auch immaterielle Vermögenswerte, sich aber mit diesem Dreiklang zu beschäftigen. Weil wenn du auch in die Bewegung kommst und gehst und sagst, okay, du bist an einem anderen Ort, ja, dann stellt sich automatisch die Frage, ja, was mache ich denn da? Darauf haben wir eine Antwort. Und dann wirst du, und das ist, was ich eingangs meinte, dass ich an das Gesetz der Anziehung glaube, dann wirst du, wenn sich Türen schließen, gehen andere auf, die richtigen Menschen in deinem Leben kennenlernen. Ja, nur weil wir, mein Mann und ich, vor vielen Jahren uns diese Gedanken gemacht haben, sind wir dann
zu euch gekommen und dann zu Sebastian zu sagen, okay, jetzt gehen wir den nächsten Schritt, sondern waren wir schon gegangen und dann ergeben sich diese Dinge, dass wir fernab von Deutschland auf einen Jay treffen. Also das soll einfach als Inspiration gelten. Du musst dich auf diesen Weg machen und bereit sein und dann kommt es zu dir. Das ist das Gesetz der Anziehung und sei das in finanzieller Natur, sei es mit dem richtigen Umfeld und den Aufgaben, es kommt zu dir, aber es gilt daran, sich zu öffnen und es zu tun. Klasse, Sebastian. Ja, nee, 100%. Also gerade für unsere Zuschauer und Zuhörer hier natürlich ein sehr wichtiges Thema. Aber wie gesagt, der Jay hat es vorhin schon gesagt. Ich meine, Auswandern ist immer interessant, ist immer gut, aber die Frage ist halt, ja, wie kann ich dann Geld verdienen? Viele sind ja noch nicht so, dass sie jetzt hier schon genug Vermögen letztlich haben. Und deswegen ist es natürlich ein toller Weg zu sagen, wenn hier kann man was lernen, wie man wirklich ein realistisches Einkommen erzielt, wenn einem sowas hier Spaß macht, und es klingt alles sehr faszinierend. Also ja, ich denke, es ist für viele eine sehr interessante Option. Absolut. Ja. Also wir blenden auf alle Fälle auch sehr gerne eure Webseite natürlich jetzt ein an dieser Stelle. Wenn jetzt jemand mit euch, also wenn jetzt jemand sagt, also ich bin jetzt auf der Webseite, ich habe gefunden, wo ich die Masterclass buchen kann, aber irgendwie habe ich dann doch nochmal 1, 2, 3 Fragen. Wie würde denn das dann weitergehen? Dann kann er sich gerne an die support@libertybrothers.com wenden und dann setzen wir uns mit dir in Verbindung. Also von daher, es gibt immer einen Weg, zueinander zu kommen. Und auf der anderen Seite gerne auch schon mal neben der Webseite blenden wir vielleicht auch ein den YouTube-Kanal von Jay. Also von daher sich da auch zu inspirieren. Das war damals auch unser Weg, weil da ist so viel Stoff schon drin. Von daher, um auch nochmal, am Ende entscheidet das Bauchgefühl. Aber für uns tritt mit uns in Kontakt. Aber mir ist einfach wichtig, und das ist in all den Jahren, was ich lerne, was ist die wertvollste Investition im Leben? Und das ist einfach die in sich selbst, weil damit kannst du dir alles erschaffen. Und wenn diese Botschaft angekommen ist, dann bist du richtig und freuen wir uns auf eine Zusammenarbeit mit der Liberty Brothers. Klasse. Wow. Wunderschön. Danke, Verena. Ja, da kann ich einfach nur sagen, wirklich, also ich fand es sehr inspirierend, euch zuzuhören. Und kann ich einfach nur sagen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Und danke euch. Hoffen wir haben zu danken für die Möglichkeit. Und ihr seid wichtige Wegbegleiter. Also von daher, wir sind Botschafter. Bei vielen Zuschauern und Zuhörern auch richtig ankommt. Und wie gesagt, auch an die Zuschauer und Zuhörer, schreibt eure Kommentare gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir leiten das gerne weiter. Geht direkt auf die Webseite, nehmt Kontakt auf. Und ja, am Anfang haben wir gesagt, kommt ins Tun. Ne? Das betrifft natürlich auch alle, die zu uns immer wieder kommen, unsere Mandanten. Ne? Der erste Schritt ist immer wichtig. Ich habe von meinem Großvater gelernt, auch den Wert der Kleinschritte. Ne? Mitunter hat man so Panik vom großen Schritt. Man muss einfach immer lernen, also viele, viele kleine Schritte. Ne? Man muss einfach nur losgehen, ne? Also den ersten Schritt machen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ne? Und für viele ist ja so, bei euch war es vielleicht auch ähnlich, also bis man da mal angekommen ist. Wie lange hat es bei dir gedauert, Verena, bis du letztendlich da angekommen bist, wo du jetzt bist und sozusagen von Deutschland weg und dann da, wo du jetzt bist? Ja, also von dem ersten Gespräch, wie meinte mit Sebastian, das war 2021 und jetzt haben wir Mitte 24 und oftmals sehen die Menschen ja auch nur im Außen, da kann ich auch alle nur ermutigen, ich weiß genau, wie es euch geht und egal in welcher Phase ihr steckt mit all den Gefühlen, und wir Menschen neigen dazu, immer nur das Ergebnis zu sehen und den Erfolg. Aber für mich ist es viel spannender, der Weg dorthin, und das ist das, wir haben uns auf diesen Weg gemacht. Und dann ziehen wir das auch durch und da gibt's kein Wenn und Aber, auch wenn da Ängste kommen, Zweifel kommen, Höhen und Tiefen, was so eine Auswanderung, ein neues Leben gestalten, all das. Aber wir würden hier nicht diese schöne Runde machen können, wenn wir uns eben nicht auf diese Reise gemacht hätten. Absolut. Und genau da kann ich nur rückblickend sagen, das war jede einzelne Schweißperle wert, dies zu tun, und vor allen Dingen, wenn man Mensch ist, der seinen Werten folgt. Und einer meiner wichtigsten Werte ist einfach Freiheit. Und ich muss für mich einstehen und ich kann ein System nicht verändern, ich kann ein Land nicht verändern, aber was ich verändern kann,
ist mich selbst. Und wenn ich mich verändere und anpasse, dann kann sich wiederum alles verändern. Das ist, was mich über all die Jahrzehnte begleitet, schon von Kindesbeinen an. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Also von daher, nimm dein Glück in die Hand. Wir machen es uns oft auch so schwer, sind unser selbst der größte Kritiker. Ich war auch vor dem Gespräch hier nervös und aufgeregt und gesagt, kann ich hier auch einen Mehrwert bieten? Also wir sind uns selber, stehen wir uns oft so im Weg. Von daher soll dir das einfach und der Community auch zeigen, mach dich auf diesen Weg. Und wenn es auch dauert, aber allein diese Schritte zu gehen, ist so wertvoll. Da möchte ich noch das, was Marco mir beigebracht hat, einfügen. Ob du jetzt zum Beispiel das erlernst, ja, sagen wir, es würde ein Jahr dauern. Tut's nicht, weil du sofort umsetzen kannst mit mir zusammen, aber sagen wir, es würde ein Jahr dauern. Marco hat mir mal beigebracht, das Jahr geht sowieso rum. Also ob du das machst oder das nicht machst, das ist dem Jahr völlig egal. Das Jahr geht sowieso rum. Ja? Und ich habe alle Höhen und Tiefen hier durch. Und ich vermisse auch meine alte Heimat, die es nicht mehr gibt und die es auch nie wieder geben wird. Das Thema ist durch. So, und ich habe Rotz und Wasser hier geweint. Ja? Rotz und Wasser geweint. Und dann öffnen sich Türen und Tore und wahrscheinlich habe ich die Liebe meines Lebens jetzt hier kennengelernt. Es ist so großartig. Du musst oftmals bei den US Marines brechen wir die Leute und bauen sie neu auf. Und zu gehen ist einfach ein ganz neues Leben nochmal anzufangen. Ja. Und ich lerne jetzt gerade eine neue Sprache. Also meine Freundin spricht kein Wort Englisch, ich spreche kein Wort ihre Sprache. Das ist großartig, diese Hürden. Ja, was das Leben alles für geile Überraschungen hat, wenn du dich auf den Weg machst. Ja, und Geschenke hat. Ja, genau. Aber natürlich haben wir Community-Treffen, Daniel, das hatten wir schon immer. Ich liebe ja die Community. Ja. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, wenn wir 2 Einäugige haben oder 2 Blinde, die über den Markt zusammen reden, das ist nicht so zielführend. Deswegen haben wir das in dieser Version ein bisschen adaptiert, wollte ich dir auch noch sagen. Entschuldige, Marina. Was willst du? Alles gut. Ja, mir ist nur noch mit eingefallen, wir Menschen neigen halt dazu, es sind Krisen. Aber Krisen, wir lernen entweder durch den Schmerz und leider ist es bei vielen Menschen, dass sie erst durch den Schmerz lernen. Und wir wollten heute damit einen Impuls geben, eher diese Bilder zu erschaffen. Also entweder durch große Bilder oder große Schmerzen. Von daher lieber die großen Bilder erschaffen und die Schmerzen sind so und so da, aber sie sind dann vielleicht ein bisschen erträglicher. Von daher. Und es macht sau viel Spaß. Das eben. Also ich finde keinen Beruf, viele gemacht. Ich war Cowboy, ich war Soldat, ich war Model, ich habe alles Mögliche schon gemacht. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Aber dieser Beruf, der ist so abwechslungsreich und so faszinierend und du lernst ständig etwas dazu. Das ist eigentlich das, was dich bis ins hohe Alter begleiten kann. Das wird kein Beruf sein, wo du dich zur Ruhe setzt. Dafür macht es zu viel Freude. Viele denken am Anfang ans Geld verdienen. So war ich auch am Anfang, ja, weil du sehr viel Geld verdienen kannst. Mittlerweile liebe ich einfach den Beruf. Und ob es jetzt halbwissender Virologe ist, oder ob es halbwissend ist über das englische Wahlsystem oder dann diese Woche das französische Wahlsystem. Du lernst eigentlich jeden Monat, jedem Jahr irgendwas Neues dazu, weil die Welt sich bewegt, Dinge sich verändern und du voll mittendrin bist in den relevanten Themen und Narrativen, die die Welt bewegen, because you follow the money, the big money. Und ein bisschen was davon geht in deine Tasche. Also, wir haben das erste Mal in einem Podcast geschafft, dass wir 3 Runden Abschieds- und Abschlussworte hatten. Also, nimmt die beste davon raus und den Rest. Ich nochmal an und frage noch jemanden. Aber ich kann nur noch mal sagen, vielen herzlichen Dank. Also, es hat viel Freude gemacht und würde mich auch sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal bei irgendeinem unserer Live-Events sehen. Wir haben ja mehrmals Live-Events und ich denke, das wäre eine tolle Sache, wenn wir es irgendwie arrangieren können, weil ihr sagte, ihr habt auch diese Offside-Treffen da, vielleicht kann man das mal synchronisieren. Und dann seid ihr mal mit dabei. Sehr gerne. Super, danke. Meetings oder unter Seminare. Klasse. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Danke euch. Demnächst. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren.
Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.